Herzlich willkommen zur Frankenjura Dude Rock Show. Der Odenwald und die Pfalz sind die Gebiete, in denen er das Klettern begonnen hat. Und bereits in seiner Jugendzeit lag ihm die Genauigkeit der Zustiegsbeschreibung inklusive der Fels- und Routenskizzen sehr am Herzen. So erhielten nicht nur der Panico Verlag Leserbriefe von ihm, sondern auch das legendäre Rotpunkt-Magazin. Das Geografiestudium in Nürnberg war eine gute Zeit, um die fränkische Schweiz mit ihren Felsen kennenzulernen. Aber, oh Schreck! Die Wegbeschreibung zum Norisbrettel war desaströs und nur zum Zerreißen des Topoführers geeignet. So konnte das nicht weitergehen. Hier war eindeutig Verbesserungsbedarf vorhanden. Gedacht, getan. Er erstellte den ersten Kletterführer im Jahre 1998, die erste vollständige Auflage seines zweibändigen Frankenjura-Kletterführers kam im Jahr 2001 heraus. Mit jeweils 250 Felsen pro Band. Diese Leidenschaft, die vielleicht manchmal auch Leidenschaft, hat er bis heute beibehalten. Im zweijährigen Rhythmus erschienen in akribischer und zeitintensiver Arbeit 13 bzw. 14 Auflagen des bekannten Kletterführers Frankenjura. Dieses Arbeitspensum ist nur als Lerche und Frühaufsteher zu meistern. Wobei sich die Sage rankt, dass er dadurch auch mal bei Familienfeiern eingeschlafen sein soll. Ich bin gespannt zu erfahren, welche Arbeit, Hindernisse und vielleicht auch Geschichten zum Schmunzeln hinter den Recherchen zu diesen Bänden stecken. Aber nur kartografieren und Topos erstellen war ihm zu wenig. Und so finden wir in der Fränkischen um die 180 Routen, die er erst begangen hat. Warum der Sechser im Lotto sich dachte, Mensch, wenn der weniger zetern würde, käme das Projekt bestimmt hoch. Werden wir versuchen herauszufinden, was ein Force-Feedback-Lenkrad und ein falscher Fuß am Gaspedal mit der Tour satanische Verse zu tun hat, wird hoffentlich dann kein Rätsel mehr sein. Ich begrüße eine freundliche, offene, geradlinige und meinungsstarke Persönlichkeit, auf welche die Bezeichnungen Weltenbummler, Lotus-Fan, IT-Fachmann und Kletterführer-Autor perfekt passen. Herzlich willkommen, Sebastian Schwertner. Dankeschön, tolle Einleitung. Hat mich sehr zum Schmunzeln und zum Lachen gestartet. Das freut mich, Sebastian. Ist es bei den Familienfeiern tatsächlich so, dass wenn du so früh aufstehst, dass der Tag dann auch mal um 10 Uhr abends zu Ende ist? Ja, definitiv. Kann schon passieren, ne? Und dass ich mittags mal einen kleinen Nicker halte. Powernap now. Powernap, ne? Das machen ja ganz viele auch, Präsidenten und so weiter. In guter Gesellschaft. Ja. Sebastian, wir haben begonnen in dem Odenwald. Wo bist du aufgewachsen? Warum gerade der Odenwald als dein Gebiet, wo du gestartet hast beim Klettern? Ja, ich komme ursprünglich aus Heidelberg und dann war natürlich mit meinem Klettern Anfang was wichtig, die nahen Felsen, die lagen einfach. Wie weit waren die von dir weg? Schriesheim war von Heidelberg aus 10 Kilometer. Das ging fast mit dem Fahrrad. Ja klar. Das, was heute Eco-Point ist, das war früher Notwendigkeit. Mit 16 keinen Führerschein, öffentliche Verkehrsmittel zu teuer, zu langsam, whatever. Fahrrad zum Fels gefahren. Wie alt warst du da? 16. 16. Ja, ich habe mit 14 angefangen zu klettern, 15 Alpenverein losgezogen und dann mit 16 angefangen. Selbstständig alles zu machen. Ja, war die dann in der DRV-Jugendgruppe oder wie? Ja, es gab eine Jugendgruppe, aber die sind nur einmal im Monat losgefahren. War mir zu wenig, ja klar. Ja, nochmal klar, das Klettern ist schon meins. Ja. Das taugt mir voll und dann bin ich halt einfach mit dem Fahrrad nach Schriesheim gefahren, dort klettern gegangen. Bist du alleine gegangen? Oder nee, mit Freunden aus der Schule. Freunden die durchs Klettern kennengelernt hat. Freundeskreis war immer wichtig. Ja, glaube ich. Ja. Und die 10 Kilometer, die gingen dann gut zu fahren? Ja, klar. Ja. Ich erinnere mich an eine lustige Geschichte mit unserem Sportlehrer. Den haben wir mal mitgenommen, da waren wir so 16, 10., 11. Klasse. Der war schon platt, bevor wir überhaupt beim Klettergebiet waren. Haben wir mit den 5 Touren geklettert, dann wollte er nur noch nach Hause. Was ja dann auch nochmal anstrengend ist, ne? Ja, 10 Kilometer. 10 Kilometer Handfußfahren war anstrengend. Danach mussten wir beim Sportunterricht nicht mehr so oft auftauchen. Oh, okay, das ist natürlich auch was, ne? Großer Pluspunkt. In was für einem Grad habt ihr da geklettert zu der Zeit? Ja, angefangen hat es mit 4ern, 5ern und 6ern. Ganz normal von unten. Die ersten 2 Jahre war das auch normal. Die Touren damals waren ja nicht so abgesichert wie heute, sondern man musste ja viel selber legen. Ja. Das hat das Ganze ziemlich limitiert. Der erste auch im Odenwald war praktisch als viel selber absichern. Genau. Habt ihr dann Sicherungsmaterial da gehabt? Ja, klar. Wir haben Keile gehabt. Durch den Hallenverein war das. Hatten wir ein Seil gehabt, hatten Keile gehabt, Gurt gehabt. Wie bist du an das Wissen rangekommen? Ich meine, so einen Keil zu legen ist jetzt... Ja, Trial and Error.
Okay. Toi, toi, toi ist nie ein Keil rausgefallen, dass ich in die Nähe reingestürzt bin. Ich habe eine ganze Menge Stürze auch in Keile gelegt, aber toi, toi, toi hat immer alles gehalten. Und habt ihr das auch mal ausprobiert, dass die halten? Ja, klar. Zwangsläufig. Zwangsläufig. Ja, in der Pfalz bin ich mal im Winter auf einen Band draufgeklettert und hatte nicht gesehen, dass das vereist war. Bin vom Band runtergeflogen, hatte zum Glück auf halber Höhe von dem Einstiegsriss irgendwie einen Keil gelegt. In einem Fünfer. Hui. Und der hat gehalten. Ich stand zwar am Einstieg, aber der Keil hat den Sturz gehalten. Lass mich das gleich fragen. Ist das heute etwas, du hast gerade gesagt, die Absicherungen heutzutage sind ja definitiv anders. Ist das nicht ein Skill, den man eigentlich wieder brauchen würde? Wenn du aus der Halle kommst, hast du einen ganz anderen Hintergrund, wie du das Klettern anfängst. Da bist du es gewohnt, dass du jeden Meter einen Haken hast. Die Leute beschweren sich, wenn auf 18 Meter 5 oder 6 Haken stecken, was für uns damals ein Traum gewesen wäre. Ja, damals ja eher 2, ne? Ja, genau. Ja. Und du hast den Rest halt selber mitbringen müssen, selber legen müssen, dich selber drum kümmern. Aber du hast es überlebt, ne? Also trotz Selbstabsichern sozusagen. Unabhängig vom Sportlehrer, wie viele Leute wart ihr? 3, 4 Leute oder wart ihr eine richtig große Gruppe? Wenn ihr Ja, eine Gruppe 6, 8 Leute. Ah ja, okay. Das seine Kletterpartner halt, wann wer Zeit hatte. Es gab ja welche, die haben eine Ausbildung gemacht und nicht irgendwie bis 18 oder 19 in der Schule gesessen sind. Die hatten halt nur am Wochenende Zeit. Dafür hatten sie ein Auto. Die war natürlich interessant. Das ist ja entscheidend. Ne? Ja, das war damals echt entscheidend. Das ist ganz witzig, dass du das sagst, Sebastian. So war das bei mir nämlich auch. Bei mir war es auch so vorm Abitur sozusagen. Waren wir auch 5, 6, 7 Leute immer. Ja. Und entscheidend war, dass irgendeiner schnellstens den Führerschein hatte, damit wir auch bei uns waren es auch immer 15 Kilometer, Oberrieder Turm. Ja. Das war immer so der erste Weg bis dahin. Da war es entscheidend, wenn jemand dann endlich ein Auto hatte. Ja, klar. Weil wir in Heidelberg auch noch andere Möglichkeiten hatten als Schriesheim. Ziegelhausen gibt es Steinbrüche, das waren bloß 5, 6 Kilometer. Das nächste für uns ist der Riesenstein gewesen. Das sind 3 Kilometer von meinem Elternhaus aus gewesen. Das ist ja perfekt. Oder die Panoramastraße, die Bouldermauer, die waren halt 1,5 Kilometer. Da war hingelaufen 10 Minuten, 15 Minuten. Das war irgendwann mal dein Winter-Fitness-Training. Ja, genau, da konnte ich im Winter nicht wegfahren, weil ich fürs Abi gelernt habe. Muss 88 gewesen sein, genau. Und dann hat er einen kleinen Leisten trainiert. Das hat sich ja voll ausgezahlt. Einerseits habe ich mir eine Ellbogenentzündung geholt und andererseits bin ich halt von 6 plus 7 minus 7 Kletterer auf 9 minus gekommen innerhalb von 2 Jahren. Okay, und an dieser Panoramastraße, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann eine gemauerte Wand? Oder? Mauerte Sandsteinmauer. Sandstein ist ja der normale Baustein. Wenn man besser bauen will, nimmt man halt zum Verkleiden. Unten drunter Beton, oben drauf eine Sandsteinmauer zum Verkleiden. Und da waren halt so große Steine, die waren halt der Reihe nach hin betoniert. Und die standen halt raus. Und du hast halt gute kleine Griffe gehabt. Perfekt. Wie lang war das so dein Quergang? Also am Anfang haben wir nur von links nach rechts, beziehungsweise rechts nach links gemacht. Was wären das gewesen? Waren 10 bis 15 Meter. Aber wir haben dann angefangen, die Reihen zusammenzuhängen. Rekord waren irgendwie 6 Reihen am Stück. Das war schon richtig schwer. Oh ja, das glaube ich. Und du hast gerade gesagt, da ist die Grundlage deines Leistenstroms entstanden. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja. Es halt senkrecht war, es war halt keine überhängende Wand. Ja. Also das heißt, du bist schon richtig ins Klettern, also du hast angefangen und dafür hast du schon gebrannt, oder? Das war so die Leidenschaft einfach. Ja, definitiv. Ja. Ich merke, das ist meins, das taugt mir. Das Abi ist ja so eine Zeit, wo man sich dann ein bisschen so entscheidet, ne? Wie geht's denn jetzt weiter? Hattest du da mal den Gedanken, ein Profikletterer zu werden? Profikletterer war nie irgendwie meins, weil ich habe schon gesehen, dass ich mal Klettern Spaß haben kann, aber das zum Beruf zu machen, mir nie irgendwie in den Sinn gekommen. Ich habe zwar am Anfang ein paar Wettbewerbe mitgemacht, den ersten Deutschland Cup und sowas. Okay. Damals noch im Münchner Hofbräukeller. Aha. Aber nein. Im Münchner Hofbräukeller? Ja, genau. Ja. Im Keller stand eine Kletterwand. War 89, glaube ich. Und so ein Kletterturm aufgebaut, was halt hoch genug war, halt 8 Meter hoch oder so, 9 Meter hoch. Aber das war nicht meins. Zu einem Zeitpunkt zu klettern, irgendjemand legt fest, wann man und was man klettert, das hat meinem Freiheitsdrang nicht so getaugt. Ist ganz unterschiedlich, ja, Wettkampfklettern. Ja, glaube ich, ging mir aus. Ich habe das mal auch ausprobiert, war gar nicht, überhaupt nicht meins. Das. Okay. Nach dem Abi bist du aber dann direkt eigentlich, glaube ich, deine zweite Leidenschaft, die wir häufig in unserem Interview treffen werden, ist Reisen. Und du warst ja dann nicht mehr nur, wie du ein Auto hattest, sozusagen irgendwie im Odenwald unterwegs oder in der Pfalz, sondern du bist ja dann ganz viel nach Frankreich beispielsweise, oder? Ja, das war halt die Zeit, da war Puix oder Verdun halt die Highlights im Süden Frankreichs, da musste man gewesen sein. Das hat mir halt auch Sima auch, oder? Ja, klar. Ja. Sima haben wir mal einen ganzen Winter verbracht. Das war einfach traumhaft.
Und da war halt die ganze Szene auch da. Waren viele Amerikaner da, viele Europäer. Und das war auch gut mit den Einheimischen. Das war ja dann direkt nach deinem Abi, oder? Wo du Ja, das genau. gemacht hast? Und deswegen so die Nachfrage auch vorhin, schon mal eine ernsthafte Kletterkarriere angedacht, weil du hast ja nach dem Abitur dann beschlossen, so ich gehe jetzt mal klettern, oder? Ja, ich habe 2 Jahre sehr zum Leidwesen meiner Eltern beschlossen, ich gehe jetzt einfach mal klettern und dann schauen wir mal weiter. Echt? Ja. Du wusstest schon 2 Jahre lang, will ich jetzt einfach nur klettern gehen. Es war nicht geplant, dass es 2 Jahre dauern würde, aber das hat sich einfach so ergeben. Es war eine gute Zeit. Und bist du da alleine losgegangen? Also Ja, ich bin alleine losgefahren, weil von meinen Kumpels hatte ja niemand Zeit, so viel Zeit wegzufahren. Ja. Bin losgefahren, habe mich halt drauf gehofft, dass ich jemanden treffe, mit dem ich klettern gehen kann. Und das war einfach super. Weil lernst du saumäßig viele Leute kennen, wenn du allein unterwegs bist. Aber wie lerne ich da jemanden kennen? Also ich gehe einfach nach Bukes, suche die Kneipe, wo die Kletterer sind und... Nee, das war der Campingplatz. Da gab es den Campingplatz der Cedre und da haben sich halt alle getroffen. Und dann war es einfach normal, dass man irgendwie Kletterpartner gefunden hat. Das hat nicht lang gedauert. Das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Heute ist der Cedre oder sowas. Ist schon ungewöhnlich. Ja, ist schon anders, ja. Heute trifft man sich vielleicht eher in der Kletterhalle oder beim Bouldern. Ja. Aber warst du jetzt dann außergewöhnlich oder gab es mehrere Leute, die einfach alleine mal gekommen sind und dann jemand normal. Cool. Ja, die hat man auch immer wieder getroffen. Erst im Frühjahr, im Herbst in Bukes getroffen, im Winter in Siebenrei und im Sommer in Werdau. Wahnsinn. Also direkt nach dem Abi sozusagen ab nach Südfrankreich und die Topspots mal abarbeiten? Mal nicht abarbeiten, aber mal besuchen und anschauen. Ja. Ich bin mit aufgepackten Rucksack zur mündlichen Abi-Prüfung gefahren und an dem Tag noch in die Tschechei, nach Aderspach gefahren. Echt? Zum Klettern. Das war mega. Zur Abschiedsfeier bin ich ja wieder zurückgekommen. 10 Tage später war ich wieder da. Okay, zur Feier, das ist dann schon notwendig. Genau, aber Also du hast wirklich jede Minute eigentlich zum Klettern genutzt. ja, Zeit genutzt, ja, klar. Was hat dich so fasziniert da schon am Klettern, dass du das wirklich... Ja, die Freiheit, einfach die Lust, mich zu bewegen. Es hat Spaß gemacht, das war eine Herausforderung. Und mit den Graden ging es halt auch ganz gut bergauf. Ja, nachdem die Sandsteinmauer sozusagen die Grundlage gelegt hat, ne, hast du mir nämlich auch gesagt, dass du 88, also das finde ich schon ein Klassiker, Echografie 8a+ und Pol Pot, also kannte ich jetzt auch noch eher so aus einem Rotpunktmagazin und dachte mir, boah, 7C+, also die konntest du da schon klettern. Ja, da waren wir sind wir auch Verdun gefahren, Anfang August. Und die ersten 2 Wochen waren eine volle Katastrophe. Bin mit der Höhe nicht klargekommen. In Verdun kommst du von oben, hast erstmal 300 Meter, 400 Meter freie Luft unter dir. Genau, ist ja eine Schlucht. Ne? Genau. Du kommst oben am Rand, musst runter. Und da bin ich überhaupt nicht mit klargekommen. Ich habe vorher Angst, glaube ich, einen einzigen 8- im Rotpunkt geklettert. Alles andere habe ich nur getoppt. Mich nicht getraut. Mich heimgefahren, habe gedacht, soll dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Eine Woche später bin ich wieder hingefahren. Und habe dann Pol Pot gemacht. 3. Tag oder so. Was hat sich dann verändert, dass du auf einmal das... Die Sichtweise. Du schaust nicht mehr runter ins Tal, sondern du schaust auf deine Füße, weil weiter brauchst du nicht. Alles andere kann man komplett ausblenden. Man muss sich das nur klar machen, dass alles andere egal ist. Die Haken halten ja genauso wie wenn du im Klettergarten bist, der nur 18 Meter, 20 Meter hoch ist. Das ist schon spannend, aber dass das so schnell ging, also dass du so vorher in dem Kosmos warst, oh Gott, du siehst die große Weite der Schlucht, das ist ja wirklich beeindruckend. Ich glaube, die ist an der tiefsten Stelle knapp 500 Meter tief oder 550. Also wer da mal klettern war, das ist ja schon beeindruckend, dort zu sein. Ne? Da kriegt saugende Tiefe einen neuen Begriff. Gell? Allerdings, ja. Allerdings. Also bei mir war es auch so, ich war auch im Verdun klettern und ich war mit einem Freund dort und der war schon ein Jahr vorher und wir kommen oben an der Route Kret an und er sagt, ja, wir sind da. Und ich nehme das Seil, Gurt habe ich schon an, bin raus, habe das Seil runtergeschmissen und abgeseilt. Und er kam dann an, oh Gott, was tust du? Und ich wollte da unbedingt klettern, einfach, ja, weil das so total faszinierend war. Aber mir ging es da ganz genauso in den späteren Linien, was dann wirklich so, alles was dann so 6C war, also das war dann so damals auch meine Grenze. Und dann war es wahnsinnig schwierig. Also deswegen bin ich so beeindruckt, dass du... Also eine 7C+ dort, das ist ja wow. Also nur noch auf die Füße schauen. Genau. Ich nehme das mal mit. Weil alles Weitere braucht dich nicht zu interessieren. Das ist Ja. Damit ist das, ja. Du hast mir auch noch gesagt, 88, es gibt ja so andere Ziele, wo man auch unbedingt gewesen sein muss zu der Zeit, und das ist USA. Und dein Reisetrieb hat dich auch dahin geschickt. Frage ich mich allerdings, hey, Sebastian, du warst ja 19, 20 oder sowas.
Wo kommt denn die Kohle her? Ich habe halt gejobbt. In der Zeit, wo ich zu Hause war, das Geld halt alle war, musste ich halt nach Hause kommen und habe halt da gejobbt. Zwar günstig bei den Eltern gewohnt und dann halt der Kleiderindustrie bei Betty Barclay oder später auch als Taxifahrer einfach Okay. Kohle reingeschafft. Bei Betty Barclay, was macht man da? Klamotten schieben. Okay. Kiste Pusher. Okay. Die haben damals noch in Deutschland genäht. Und da hast du halt einfach die Sachen in Kisten gepackt und einen LKW verladen. Und Taxifahren war auch deine Leidenschaft? Naja, Leidenschaft nicht, aber Bruderwerk. Ja, zumindest das, damit wir wieder nach USA fliegen klar. können. Ja. Warum denn gerade USA und welche Gebiete haben dich da fasziniert? Ja, USA war halt damals der Hype oder das, was Huawei gewesen sein musste. Das hast du Yosemite und California. Genau, das wollte ich halt alles mal gesehen haben. Und dann bin ich erstmal nach New York geflogen mit Pakistan International Airways. War das günstigste Ticket von Frankfurt aus nach New York. Klar, Geld war ja keins da oder nur wenig da, es musste reichen. Und dann bin ich halt eine Woche oder vielleicht auch 10 Tage in New Paltz geblieben, im Stadt New York, da klettern gewesen und bin von da aus dann weiter im Westen. Und da auch wieder alleine und hast dann Leute getroffen. immer jemanden getroffen. Das war überhaupt kein Problem, die Szene war damals so offen. Die Amis waren so nett und so gastfreundlich, so toll. Cool. Stand ich mit meinem Zelt auf dem Campingplatz und irgendwann hatte ich halt einen Kletterpartner. Also du bist dann auch wahrgenommen worden, ja? Ja. Also magst abends mitessen und so weiter. Genau. Gab es sowas auf dem Campingplatz, dann sowas Gemeinschaftliches? Ja, klar. Weil ich einen Kletterpartner suche. Ich habe keinen für morgen. Wisst ihr jemand, der jemanden sucht, kann ich mich euch anschließen. Und heute schreibt mich auf Facebook jemand an, in The Gangs, bist du der das erst begangen hat? Da stand jahrelang im Kletterführer drin, Unknown German. Und da stand jetzt sein Name drin in der vorletzten Auflage. Ich sage, ja, das ist klar, das war ich, da habe ich eine Erstbegehung gemacht. In den Schabangungs? Ja, genau. Aha. Okay. Ist nicht schwer, was weiß ich, 8 plus oder sowas, aber halt fürchterlich abgesichert. Das war damals halt und auch heute noch komplett bohrhakenfreies Gebiet. Du musst alles mit Keilen oder mit Normalhaken absichern. Und da war halt nicht viel. Das war meine Top-Rope-Tour und da habe ich gedacht, ja, da kann man doch auch mit Keilen absichern. Okay. Wo warst du sonst noch in den USA? Ja, dann halt ganz klassisch. Erstmal im Yosemite. Das hat mir überhaupt nicht getaugt. Das war alles so glatt und Risse. Das war nicht meins, muss ich ehrlich zugeben. Das bezieht sich sogar bei mir selbst auf die fränkischen Risse, wo ich nicht so ein Fan bin. Ja, Ja, aber fränkische Fels hat deutlich mehr Reibung als Ja. der Granit in Yosemite. Ja, dann bin ich eine Woche geblieben, meine Epics gehabt, versucht die Routen da zu klettern, aber das hat nicht so viel Spaß gemacht. Und dann eine Woche mit dem Auto von einem Kumpel hochgefahren nach Smith Rocks. Da 4 Wochen verbracht und das war echt super Zeit, super Szene, sehr nett. Richtig cool. Und als dann in Smith Rocks zu kalt wurde, sind wir runtergefahren nach Hueco Tanks in Texas, weil es ein Wintergebiet ist. War damals ein Boulder-Spot, der ziemlich unbekannt war. Und es gab ein paar Klettertouren. Die Boulders habe ich einfach verwendet, um da meine erste 10 Minus zu machen und meine zweite. Wow. When Legends Die hat so einen Untergriff-Boulder und das lag mir halt überhaupt nicht. Und da musste ich halt erstmal ein bisschen für Muskel aufbauen. Das war halt witzig, erst einmal trainiert, richtig spezifisch. Wie lange hast du da gebraucht für When Legends Die? Ich war vielleicht 5 Tage drin. 5 Tage. Ja. Und das hat gereicht, um Ja, Kraft aufzubauen. Ja, aber die 5 Tage waren ja über 2 Wochen verteilt oder 3 Wochen verteilt. Da muss man so ein bisschen Tuning machen. Ich muss den Einstiegsboulder auch anders machen als Leute, die halt richtig viel Strom haben, die oder springen können. Das kann ich ja beides nicht so gut. Das ist nicht so meine Stärke. Okay. Ja, der Patrick Elanger, muss ich sagen, hat eine ziemlich coole Show abgeliefert. Der hat das Ding nämlich on Zeit geklettert. Also, sagen wir mal, wo der Standard damals war. Ja. Und ich werde auch nie vergessen, wie dann am Abend, letzten Abend, wo ich in Hueco Tanks war, der Todd Skinner der hatte damals eine Wohnung unten in El Paso. Und der hat eine Dia-Show gegeben für seine Freunde und für mich zum Abschied. Das fand ich einfach total cool. Ach, stark. Ja. Über seine Reisen in den letzten Jahren. Hast du noch Kontakt zum Todd, der ist gestorben, der ist von 2004, glaube ich, abgestürzt. Oh, okay. Ja. Dem ist der Klettergurt gerissen. Am Leaning Tower im Yosemite. Okay, verdammt. Ja, bitte. Zu den anderen Personen, die du ja getroffen hast und mit denen du klettern warst, sind da bis heute noch Bekanntschaften oder sogar Freundschaften entstanden? Damals hatte man nicht so viel Kontakt, weil damals war ja Briefverkehr das Einzige, was man im Kontakt bleiben konnte. Ach ja, stimmt. Internet war ja nicht Neuland. Ja. Und Internet kam erst so Mitte der 90er Jahre. Genau. Richtig. World Wide Web wurde 89 erfunden, aber bis sich das durchgesetzt hat, hat noch ein bisschen gedauert. Wobei vor 10 Jahren habe ich in Red River Gorge
Mike Siaka getroffen, der mich da gesichert hat an When Legends Die. Und der hat sich an mich erinnert. Nein. Das war total witzig. Ja, der klettert immer noch. Wenn er 10 Tage nach Red River fährt, dann klettert er 10 Tage durch. Ich so, wie machst du es mit deiner Haut? Ja, schau halt an, die Finger waren halt total blutig. Der ist immer noch genauso verrückt wie der. Aber er hat dich sofort erkannt. Ja, der hat mich sofort erkannt. Spricht für dich, hast dich nicht so viel verändert. Der verrückte Deutsche. Ja. Ich habe da vielleicht schon mal einen Eindruck hinterlassen. Verrückt, weshalb? Ja, weil er so Sachen macht, wie alleine 3 Monate in die USA reisen. Ja, allerdings muss man erstmal den Mut haben. Also, du hast es mir erzählt in unseren Gesprächen und dachte mir, Wahnsinn, also was Reisen für dich auch bedeutet. Ja. Also diese Freiheit zu spüren und trotzdem auch immer das Vertrauen zu haben, ich finde da schon was. Kann ich nur sagen, wow. Heute treu bin ich nie enttäuscht worden. Nicht mal 1990? Da warst du in Australien, weil du hörst ja nicht auf zu reisen. Ja, der Bruder meines Vaters wohnt in Sydney. Der ist nach dem Krieg ausgewandert. Ja, der hat mich eingeladen, soll ich mal besuchen kommen. Und Sydney war eine schöne Stadt, aber nach 3 Tagen hatte ich da genug. Und bin dann halt in Richtung Norden gefahren, weil es war im Winter, im August. Da war es in Blue Mountains und in Rapleys und das waren die anderen Gebiete, die ich anschauen wollte. Zu kalt. Und dann habe ich gesagt, ja, fahr in den Norden, fahr nach Queensland hoch, da ist warm genug. Bin ich nach Frog Buttress gekommen, das ist ein kleines Gebiet. Frog Buttress. Okay. Ein kleines Gebiet mit 350, vielleicht 400 Kletterrouten. Das meiste mit Rissen, bis so zum 8. Grad. Also eigentlich nicht so deins, ne? Nö, aber außerhalb der Risse gibt es gut strukturierte Wände. Ah. Aber die fangen erst beim 8. Grad an. Und da haben die damals erst so richtig gerade angefangen, mit das zu entwickeln. Ja, waren 2 Projekte offen. Lass mich da noch mal kurz fragen, Sebastian. Da auch wieder so, du sagst, okay, Sydney ist mir zu langweilig, du setzt dich einfach ins Auto, sagst, komm, Frog Buttress, fahre ich hin, gibt's schon Leute. Ja, bin am Wochenende hingekommen, hab Leute am Fels angequatscht, könnt ihr mich da sichern, kann ich mit euch klettern. Und die Szene war da super nett, die war super offen. Einer von den Locals da hat gehört, da ist ein Deutscher auf dem Campingplatz da draußen. Ich habe am Dienstag Zeit, fahre ich halt einfach raus. Und er ist rausgekommen und dann sind wir zusammen klettern gegangen. Und mit dem war ich immer noch befreundet, bin ich immer noch befreundet. Stark. Ja. Der heißt wie? Duncan Steele. Ist ja heiß. Okay. Und mit dem Duncan hast du dann auch, weil es gibt so 2 Projekte, die ja, glaube ich, da so rausstechen. Genau. Damals hast du mit denen geklettert? Ja, mit dem habe ich geklettert. Der hat mir gezeigt, wie man da eine kleine Leisten halten kann. Er hat gesehen, dass ich kleine Leisten halten kann. Echt halt die Klassiker, bei denen bis zu 7B, 7B+, relativ schnell klettern konnte. Meine ich, guck mal, da ist eine Linie, die kommen wir nicht hoch. Vielleicht magst du die probieren. Ja, das ging dann am 2. Tag, am 2. Versuch. Wurde dann nach da. Das hinterlässt natürlich Eindruck. Ja, klar, so ein Deutscher, der kann sich ganz gut festhalten. Das war schon sehr witzig. Eigentlich hat er die Haut gelitten, deshalb heißt das Ding auch How are your calluses? Wie ist deine Hornhaut heute? Die musste gut sein, wenn die schlecht war, brauchst du gar nicht antreten. Brauchst du nicht antreten. Ist der Fels, der das so aufreibt? Oder? Ja, der Fels ist ziemlich rau. Das ist so ein Quarzporphyr. Der hat ziemlich raue Oberfläche rein. Macht aber Spaß. Und es hatte so richtige Linien, dadurch, dass das Zeug erkaltet ist und dann die Risse gebildet hat und so richtige scharfe Kanten gebildet hat. Und die Linie im Gebiet ist diese 40 Meter Kante, die dann Pocomoco wurde. Die hat einen Engländer eingebohrt und der ist nach Hause gefahren. Naja, dann stand das Ding halt rum, keiner hat sich drum gekümmert. Ich halt gefragt, was ist mit der Linie? Ja, kannst du ja mal probieren, aber ich glaube nicht, dass du irgendeinen Auftrag hast. Das war halt für mich ein Ansporn. Unten so ein 7B Boulder von dem Blue Boulder. Musste man so richtig hinhalten. Den habe ich auch nicht so richtig klettern können abends, was immer so ein bisschen felswarm und der Fels war dunkelbraun, warm war, keinen Grip gehabt auf der Leiste. Und bin ich halt mal morgens gestartet. Was heißt denn morgens? Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, also um 5:30 aufgestanden. Also für dich als Frühaufsteher noch relativ human. Ne? Ja, genau. Für andere Menschen. Ja, genau. Da wurde es halt gerade hell. Da habe ich halt eine Stunde mich aufgewärmt mit der Steigklemme, weil um die Zeit hast kein Australier einen Fels gekriegt, mich zu sichern. Sehr sympathisch. Habe halt 2,7 und 8 gemacht zum warm werden. Und dann halt der Kumpel, der mich sichern sollte, halt auf dem Block unter der Wand gepennt in seinem Schlafsack und hat mich aus dem Schlafsack raus gesichert. Aber du hast ihn extra noch ausschlafen lassen sozusagen. Ja, genau. Ich bin halt um 7 gestartet. Ja, bevor die Sonne halt reinkommt. Weil um 8 kommt die Sonne rein oder um 8:30. Und dann scheint die halt von 8:30 bis nachmittags um 17 Uhr da rein. Brauchst trotzdem probieren, abends um 7. Und ist sie dann gelungen, die Pocomoco? Pocomoco, ja. Pocomoco. Ja, genau. Das ist halt Pocomoco. Ja, auf dem Ruhepunkt stand ich dann und habe halt vielleicht 5 Minuten schütteln müssen, weil ich halt nach dem Boulder echt total platt war. Und dabei ist er wieder eingeschlafen. Seine Freundin saß neben ihm, hat ihn dann aufgeweckt. Und dann konnte ich den oberen Teil klettern. Das war halt dann noch
25 Meter 8a. Okay. Die muss man auch rausklettern. Noch rausklicken. Ja, okay. Den letzten Haken konnte ich nicht einhängen, weil da war ich zu platt. Dann wurde es halt eigentlich mal 8 Meter ranhaut vom vorletzten Haken zum Umlenker. Wenn ich da oben abgeflogen wäre, das wäre das Riesenrad geworden. Aber ich wollte einfach nicht. Ich wollte einfach dranbleiben. Das musst du mir mal kurz erklären, Sebastian. Du hast nicht mehr die Kraft, den Haken einzuhängen, aber du hast Kraft, weiter zu klettern. Ja, ich habe einfach Vollgas gegeben. Da bist du so im Flow drin. Da willst du nur noch zur Umlenkung kommen und denkst ja nicht dran, dass echt ein Nagelklippen vielleicht auch noch eine gute Idee wäre. Und hier hat vielleicht die Verdor-Geschichte geholfen, weil du warst ja dann weit noch oben. Ne? Ja, also Verletzungsgefahr, toll wäre da keine gewesen, aber wow. Man muss halt auch mal wegklettern vom Haken. Man auch einen Steep Clip. Und da warst du ein ganzes Jahr in Australien? Nee, nur 3 Monate. 3 Monate. Weil damals hat man als Tourist auch nur 3 Monats Visum bekommen. Das war für mich die Begrenzung. Okay. Ich bin dann später weitergefahren in die Blue Mountains und dann weiter in den Süden nach Arapiles. Und dann nach 3 Monaten war ich auch total durch. Ausgebrannt. Händegeschichte. Hast du da dann fast jeden Tag geklettert? Ja, ganz normaler Rhythmus. 2 Tage klettern, ein Ruhetag. Das war damals normal. Wow. Okay. Ja gut, ich habe auch Sachen angeschaut. Ich war am Great Barrier Reef oben, ich war am Fraser Island, habe die Nationalparks angeschaut, auch viel rumgefahren. Aber im Endeffekt war es schon immer der 2-1-Rhythmus. Wow. Stark. Ja, gute Zeit. Ja, allerdings. Und dann bist du zurückgekommen und durftest im Jahr 1991 deinen Zivildienst antreten. Es waren ja noch Zeiten, die wir beide erleben durften. Man durfte sich ja entscheiden, ob man sozusagen zur Bundeswehr geht oder ob man Zivildienst macht. Du hast Zivildienst gemacht. Was hast du denn getan? Ja, Zivildienst war ja schon mal gar nicht so einfach, weil ich habe eine Verweigerung geschrieben. Damals muss man noch richtig schriftliche Begründung schreiben, warum man keinen Wehrdienst machen kann. Die haben es erstmal nicht akzeptiert. Das heißt, du musstest zur Musterung dann? Die Musterung musstest du ja schon vorher. Das war erst nach der Musterung. Ja. Erst Musterung, dann Entscheidung, ob du Militär machst, dann kannst du einfach, gehst hin und gut ist, oder du machst halt Kriegsdienstverweigerer und machst halt Zivildienst. Dafür müsstest du eine Begründung schreiben. Die sollte halt lang und ausführlich sein. Und ich habe halt gedacht, ich habe mal so eine Seite hin, das sollte reichen. Hat halt nicht gereicht. Dann muss ich halt nochmal eine schreiben. Die war dann zweiseitig. Ja, und auf 3. Ja. Und das hat ausgereicht dann? Das hat dann ausgereicht. Habe ich so überzeugt, dass ich doch nicht dafür geeignet bin, bei Ihnen Militär zu sein. Was hast du denn dann an Zivildienst gemacht und wo hast du den gemacht? Ja, war klar, dass im Zivildienst natürlich auch Klettermöglichkeiten da sein müssen, weil sonst werde ich da nicht glücklich. Und der Vorteil damals war, wenn man sich eine Stelle gesucht hat, dann ist man dann zu 90% hingeschickt worden. Die haben einen nicht irgendwo anders hingeschickt, wo sie nicht wussten, weil sie genau wussten, wenn die zwei zusammen können, dann haben sie damit am wenigsten Stress. Und dann habe ich mich vorher halt nach Freiburg gesetzt, 2 Wochen da verbracht, guckt, was das Basler Jura kann, wie man da klettern kann, ob mir das taugt oder nicht. Da hatte ich Freunde und dann bin ich nach Nürnberg gegangen, 2 Wochen, habe im Fränkischen geschaut, was könnte ich da machen und wie ist da die Klettermöglichkeiten und dann war es sofort klar. Ja, ich mache meinen Zivildienst in Nürnberg. Geil, Frankenjura wins. Ich bin sehr froh. Und habe dann bei der Arbeiterwohlfahrt Einzelbetreuung von Schwerstbehinderten gemacht. Das war damals irgendwie 2 Tage am Stück mit dem Behinderten zusammenleben. In seiner Wohnung hast du ein Zimmer gehabt und ein Bett. Und hast halt rund um die Uhr dich um den gekümmert. Also wirklich, genau, also komplette Betreuung auch in der Nacht sozusagen? Genau, weil es ja nachts am wichtigsten ist, weil der nachts aufgewacht ist, aufs Klo musste, sich drehen konnte, das konnte er nicht, der Muskeldystrophie. Also Muskelschwund, schon im ziemlich fortgeschrittenen Stadium. Okay. Und wie alt war der, weißt du? Der war 35. Ich war gerade mal 10 Jahre älter, 15 Jahre älter als wir. Das war echt bitter. Das war eine Krankheit. Da siehst du mal ganz andere Sachen, die du halt zwar normal keine Verbindung zu hast. War eigentlich eine arme Sau. Der ist auch 5 Jahre später gestorben, weil die Muskeldystrophie halt in die Lunge gegangen ist. Lungenmuskulatur ist Zwerchfell nicht mehr funktioniert hat. Und dann ersticken die halt einfach. Das ist echt bitter, echt eine bittere Krankheit. Ja, und das ist, wenn du eigentlich schon fast weißt, dass dein Leben endlich ist. Gut, das wissen wir alle, aber es ist so nahe, genau, in so jungen Alter. Genau. Es war eine harte Zeit in der Arbeit, aber als Ausgleich hat man halt 6 bis 8 Tage frei gehabt für die 48 Stunden, die man gearbeitet hat. Und damals auch ganz normal 40 Stunden Woche. Und dadurch ist er viel zum Klettern gekommen. Wir hatten eine Wohnung in der Schweinerer draußen beim Fernsehturm. Das war super. Ja, von da geht es natürlich schnell in die Fränkische. Naja, in der Nordstadt wäre besser gewesen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch mal in der Südstadt gewohnt und habe mir gedacht, verdammt, das dauert ganz schön, bis du da durch die Stadt fährst. Genau. Brauchst genauso lange zum Nordostbahnhof wie vom Nordostbahnhof in die Fränkische Burg. Ja, du musst Richtung Erlangen rausfahren. Ja. Geht schneller. Ja.
Aber du weißt, die B2 führt meistens schneller zum Ziel, als wenn du von über Erlangen raus. Natürlich, ja. Okay, der Zivildienst war ein Grund. Hast du da auch schon das Klettern, also wir haben gerade über USA geredet, bist du schon sehr, sehr stark geklettert und in Australien. Wie ist es dir im Frankenjura ergangen? Also war da die Lochzerrerei, wie es so schön heißt, eine Umstellung für dich vom Kletterstil her? Nee, kaum, weil Jux ja auch alles Löcher sind. Das waren ja auch Löcher, ne? Simai hat kleine Leisten. Ja. Das heißt schon so Sachen, die mir sehr entgegenkamen. Das ging zu 91 schon relativ nahtlos weiter. Ich glaube, eine deiner schwersten Begehungen bei uns, die ist an der Emporwand, oder? Ja, das war erst 6 Jahre später. Das war später, ne? Ja. Land of Confusion. Wow, 10 plus, ne? Ja, 10 plus. Das war ein Highlight, das war super. Ja. Mega. Und es ging auch relativ schnell. Ich habe gleich 4 Tage hingelaufen, dann habe ich mal ein Wochenende Ruhetage 2 gemacht. Und dann Montag ging es dann. Komisch aber auch. Da hast immer nur 1-1-Rhythmus gemacht oder 2-1-Rhythmus. Irgendwann hilft es mir, Ruhetage zu machen. Ich sag dir, das ist immer noch die Leistenpower von der Quadersteinwand. Ja, Sandsteinmauer. Ja. Aber du bist, 91 war dein Zivildienst, 92 warst du dann nochmal, glaube ich, wieder mal in den USA. Ja. Ich dachte, du hast schon alles erledigt in den USA. Nö, das hat mich einfach nochmal hingezogen. Nochmal auch Yosemite? Nee, da sind wir. Yosemite war im Sommer zu warm. Meine Freundin damals hatte nur Zeit, während nach dem AB bis zum Studium angefangen hat. Und da sind wir halt im Westen rumgefahren. Da waren wir in City of Works in Idaho, haben uns ein paar Nationalparks angeguckt. Ich habe mir dann leider die Hand gebrochen. Oh. Ja, Prellbruch. Bin beim Ablassen übers Seilende rausgelassen worden. Ich wollte sie noch fragen zwischen 3. und 4. Haken, ob es Seil bis zum 3. runterreicht und sehe, wie es bei ihr, weil kein Knoten im Ende war, durch den Achter durchschießt. Und da habe ich dann rumgedreht, die Wüste rausgesprungen. Naja, auf allen Vieren gelandet. Aus 12 Meter Höhe. Aus 12 Metern Höhe? Ja, klar. Tour war 32 Meter, werden 50 Meter sein. Kannst das ja ausrechnen. Ja, du sagst es so nonchalant. Weißt du, aus 12 Metern Höhe, also gut, dass du es gesehen hast, ne? Sonst wäre ich tot. Da waren unten so tischgroße Granitblöcke, da war ich draufgefallen. Ja, kein Schuss. Wow. Also wie eine Katze, die 7 Leben hat. Seitdem mache ich auch immer einen Knoten in Seilende. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, auch im Klettergarten. Ne? Ja, klar. Es ist nicht einfach immer so dahingesagt, sondern gerade wir haben trotzdem ja auch ein paar höhere Felsen. Rödelfels, ganz klassischer Fall. 60 Meter Seil dabei, die Wand ist 35 Meter hoch. Ja. Da fehlen dir 10 Meter. Bei mir, auch bei uns in der Nähe, Glatzenstein. Glatzenstein ist auch so ein Fall. Kommt drauf an, wie weit du hochkletterst und wenn du unten keinen Knoten drin hast. Also ganz klares Plädoyer. Vor ein paar Jahren habe ich einen Unfall gesehen an der Püttlacher. Denkst ja gar nicht, dass die so hoch ist. 50 Meter sein, reicht da auch nicht. Das ist ein 30 Meter Wand, Ja, die genau. Pöttler Ja, genau. Und sie sieht, dass es passiert, aber du bist am Anbindepunkt dann so in der Kauerstellung. Du kannst nichts machen. Du kannst ihn nicht mehr festhalten. Genau. Ne? Genau. Wow. Nicht gut. Also ich bin froh, dass es da mit einem Bruch es war in der Hand. Ne? Ja, genau. Okay. Ich habe die ersten 3 Tage das gar nicht ernst genommen. Ich habe es halt geeist, weil damit es nicht dick wird. Nach 3 Tagen wurde es dann doch dick. Das Handgelenk. Und ich halt ins Krankenhaus gegangen. Die haben mich geröntgt, Gips versorgt und dann gesagt, 6 Wochen Ruhe halten. Okay, das heißt weiter Nationalparks anschauen. Genau, und sind wir nach Yellowstone hochgefahren, wo ich vorher noch nie war, aber ich auch sicher nicht hingekommen wäre. Wir sind nach Lander gefahren, haben den Todd Skinner besucht, den ich von 4 Jahren vorher kennengelernt. Da habe ich den Volker Schöffel kennengelernt. Ach, der hat sich gleich für meine Hand interessiert. Was hast du denn geschafft? Leider ein Prellbruch. Nicht gut, halt mal 6 Wochen still. Und nach 6 Wochen war es auch wieder gut? Ich habe nach 2,5 Wochen den Gips runtergemacht, weil er mich genervt hat. Sehr unvernünftig. Ich hatte ein neues Fahrrad im Auto, das musste ich unbedingt ausprobieren. Wir waren in Moab, in der Wüste, und da gibt es diese Slick Rock Trails, diese versteinerten Sanddünen, und es gibt eigentlich nichts Besseres oder Spaßigeres. Das ist ja cool. Mega geil. Und da bin ich halt gleich mit einer frisch aus dem Gips, halt die erste Runde gefahren, und die kleine Testrunde war halt schön, aber es war halt zu langweilig. Bin die große Runde gefahren, halt 3 Stunden auf dem Fahrrad gesessen. Nächsten Tag war ich an, natürlich wieder dick. Kaum Erschütterungen abgefangen. Oh. Und kaum bremsen müssen. Ja, von unten war noch nie so meins. Danke für den Übergang. Damit bist du ja genau bei dem Punkt, was du, glaube ich, auch als Leidenschaft hast, nämlich Mountainbike fahren. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, in Heidelberg bietet sich das an. Wir haben früher schon als Kinder. Also wirklich auch als Kinder? Ja, klar. Ich habe mit 6 Jahren aufs Fahrrad gesetzt und ich konnte am ersten Tag ohne Stützräder fahren. Bald ein Rennrad geschenkt bekommen von meinen Eltern, so zum 8. Geburtstag, mit denen ich immer Touren gemacht.
Und dann hatten wir so 20 Zoll Räder aus dem Sperrmüll von meinem Vater mitgebracht. Die haben wir uns dann umgebaut, damit wir den Wald rumballern können. Das Material das ist natürlich überhaupt nicht ausgehalten. Kurbelbruch, Rahmenbruch, Kette gerissen. Ist das dann nicht mehr passiert ist. Aber konntest du einmal wieder ein neues 20 Zoll Rad reinbauen? Und Ja, genau. Ja. Genau. Die haben nichts gekostet, gab es auf dem Sperrmüll. Die haben damals was uns gekostet. Das ist witzig, Sebastian, wie ähnlich das ist. Also bei uns tatsächlich in Altdorf gab es auch sowas, aber halt nicht im Wald, sondern da waren immer Baustellen und an den Baustellen waren dann riesige Hügel und da haben wir uns auch immer zu 15, 20 getroffen. Dann sind die Terraforming, würde man wahrscheinlich heute sagen, gemacht worden und dann bist du auch mit Standardfahrrädern irgendwie und die haben das auch nicht ausgehalten. Also ich musste andauernd rumbasteln, was ein Holz hinkommt. Das war das halt dann. Übers Fahrrad bauen und auch übers Fahrradfahren gelernt. War das so als Ausgleich auch fürs Klettern für dich dann mal? Weil wir vorhin Fahrradfahren war immer nur ein Mittel zum Zweck, zum Fels zu kommen. Und wenn ich eine längere Fahrradtour gemacht habe, war auch meistens ein Grund, dass ich fürs Klettern verletzt war. Es war immer deutlich die Priorität, erst Klettern, Erst Klettern. dann Fahrradfahren. Ja. Hat sich das im Laufe der Zeit verschoben? Klettern ist immer Number One. Ja. Das ist schon deutlich mehr mein Sport. Das ist einfach mehr fordernd für den Kopf. Beim Fahrradfahren, das finde ich auf Dauer ein bisschen eintönig. Es sei denn, du betreibst es halt auf irgendwelche Rennen gehst oder sowas. Aber das Ja. also ein einziges Fahrradrennen gefahren, das der Hälfte abgebrochen ist, Schaltwerk gebrochen ist. Okay. Aber ihr habt ja schon, ich glaube, wir kommen später auch noch drauf, mit deinem Bruder, das ja auch viel macht an Fahrradtouren. Ja. Aber da ist dann schon die Umgebung einfach das eine. Ja, das ist dann Fahrradtouren, das ist ja was ganz anderes, als bei uns im heimischen Wald rumfahren. Ja, klar. Definitiv. Wir waren so im Jahr 92 und ich versuche gerade mal so den Weg langsam zu deinen Erstbegehungen. Und du hast mir aber gesagt, die beginnen ja im Jahr 1996. Da gab es so diese Phase zwischen 93 bis 96. Da hast du nicht so richtig Lust gehabt zum Klettern, oder? Ja, da hatte ich ein paar Rückschläge. Gesundheitlich ging es nicht gut. Ich hatte da Sternhöhlen, da auch chronisch entzündet und war nicht so schön. Dann bin ich viel Fahrrad gefahren. Das Klettern war nicht so wichtig. Da fühlt man sich auch gar nicht so weit, oder? Dass man überhaupt klettern will. Nee, irgendwie hat sich das nicht so ergeben. Ja. Okay. Aber dann, glaube ich, gab es wieder mehr Esprit und Motivation in dem Moment, wo das Thema Erstbegehungen aufkam. Genau, und ich entdeckt, was das Potenzial der Fränkischen immer noch hat. Wer hat dich denn da drauf gebracht, dass es da Potenzial gibt in der Fränkischen Schweiz? Keine Ahnung, ich habe angefangen, Kletterfelsen zu sehen halt und auch Linien zu sehen, die halt andere aufgegeben haben. Und gedacht habe, warum macht er das nicht fertig? Warum kümmert er sich nicht drum? Kann ich mich da nicht drum kümmern? Und habe dann angefangen, selber zu bohren. Und wenn man das Auge dafür kriegt, dann sucht man einfach nur weiter. Das war ja zu der Zeit noch ganz anders, ne? Da gab es noch, wie ist eine Erstbegehung vonstatten gegangen? Deine erste war ja 96 am Herzogenreuther Turm. Ja, da war ich zum Kartieren von Alpenverein, habe damals die Felsen der Fränkischen kartiert, für das Turnierungskonzept, für das erste. Und hast du das deshalb gemacht, weil du auch studiert hast? Genau, weil ich Geografie studiert habe in Erlangen. Und dann für ein Praktikum, dann immer 3 Wochen lang studienbegleitendes Praktikum gemacht. Okay, und du sagst, kartografiert die fränkischen Felsen, die in einem Kletterführer waren? Oder? Ja, der Herzogenbreiter Wand war damals nur im alten Bühlerführer drin gewesen, der war noch nicht. Und das war halt ein verlassener Block im Wald. Ganz schön hoch, 15 Meter oder 18 Meter ist das Ding hoch. Ja. Das sah nach super gutem Fels aus. Da gab es ein paar alte Touren. Ich habe dann auch die Erstbegeher getroffen, mit denen geredet. Und die hatten halt da angefangen, was zu bohren, aber die kletterten so 7er und es war klar, dass das kein 7er wird. Und so kamen halt die ersten Touren zustande. Damals nach der 2 Reisen nach Südafrika, was halt mich bewegt hat, waren halt afrikanische Namen. Ja, genau. Also du sprichst das gerade an, ja, weil die ersten sind ja Azania, Mandela, würde ich sagen, sagt mir jetzt was, also Mandela. Und Simbabaluba. Was ist denn ein Simbabaluba? Ach, das war eine Kleiderfirma aus Bulawayo in Zimbabwe. Ja. Und die haben damals einfach super coole, lässige Surfklamotten gemacht, die man super zum Klettern tragen konnte. Und ich fand es einfach ein geiles Statement, dass hier, guck da, es gibt in Südafrika oder in Zimbabwe Firmen, die richtig cool sind, von Einheimischen geleitet werden. Ach, von einem Einheimischen? Ja. Okay. Einheimische Modeindustrie. Das ist leider während der Mugabe-Jahre und der Hyperinflation sind die meisten geflohen aus Zimbabwe weg. Das ist echt bitter. Das war in den 90er Jahren so das Hoffnungsträger Afrikas. So könnte es werden. Aber es ist dann leider unter der Diktatur
ziemlich vor die Hunde gegangen. In welchen Jahren warst du in Südafrika? 95, 96. 96. Ja. Okay. Das erste Jahr zum Klettern, das zweite Jahr für die Diplomarbeit, die dann nicht stattgefunden hat, weil mein Kartierungsgebiet leider unter Schnee lag. Das war der schneereichste Winter seit 30 Jahren dort. War ja ein Hochgebirge in Südafrika, was kartieren. Unter Schnee kannst du nichts kartieren. Das hast du clever gemacht. Fürs Studium Kartierungsarbeiten in Südafrika. Ja, klar. Ja. Konnte man sich heraussuchen, um kartieren. Also ist wirklich faszinierend. Also Reisen ist wirklich, das ist das, was sich durchzieht bei dir. Ja, klar. Das ist und deswegen finde ich es so schön, das werden wir jetzt dann auch feststellen, wenn wir über die einzelnen Jahre gehen, dann sieht man bei deinem Wirken als Erstbegeher so schön, was hat dich bewegt in den einzelnen Jahren. Ja? Also das ist jetzt 1996 mit Asania, Mandela, da weiß man, der Sebastian war vorher in Afrika, in dem Fall in Südafrika. Ja, schön, ja, klasse. Lass uns ein Jahr weitergehen, ich würde es gerne chronologisch ein bisschen durchgehen. Deine Erstbegehungen, wir picken aber immer nur bei einem Jahr immer oder mal, wenn es mal keine Erstbegehung in einem Jahr gab, dann überspringen wir es. Aber ich würde es gerne chronologisch durchgehen. Alle 180 Touren, die du insgesamt gemacht hast, hast du schon selber gesagt, Jürgen, das ist ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich versucht, nur die Spannenden herauszupicken. Und schauen wir mal, ob uns das gelungen ist. 97, das ist das, was ich dich unbedingt fragen muss. An der Bärenhofer Wand gibt es eine 7 und die heißt Gummitwist mit dem Antichrist. Was verbirgt sich in der Ich fand die Punkrock-Szene der 90er Jahre im Osten der Republik relativ cool. Die kommen ursprünglich aus Neuruppin, also irgendwo in Meckpomm. Und das Auge Gottes heißt die Gruppe und die haben ein richtig cooles Lied gemacht. Das hieß halt Gummitwist. Gummitwist mit dem Antichrist, Ja, das genau. Auge Gottes. Ja. Cool. Ja, genau. Auch eine sehr schöne Tour, möchte ich sagen. Danke. Ja. Und in dem Jahr 97, also wir haben gerade über Kartografien auch geredet und Felserfassungen, hast du eine Tour gemacht, Red Skies over Paradise an der Toni Schmid Gedächtniswand, eine 10-. Was verbirgt sich hinter dem roten Namen? Einerseits ist das natürlich ein richtig geiles Album, mein Lieblingsalbum von Fischer Set. Englischen Punkrock-Gruppe aus den 80ern, 90ern. Der Tom Waits, der Chef von dem, war jetzt letzte Woche in Nürnberg, im Hirsch. Nein. Doch. Verdammt, habe ich verpasst. Ja, ich leider auch. Ich hatte einen Besuch. Aber Fischer Z war sehr genial. Ja, war richtig cool, richtig angesagt, richtig kritische Texte, richtig coole Musik. Und Red Skies over Paradise passte halt auch zu der Situation in der Fränkischen in den 90ern, als die ersten Sperrungen aufkamen. Ich war zum Kartieren vorher gewesen in der Nordeifel, hatte da Felsen kartiert für den Alpenverein. Und da wurde einfach das komplette Klettergebiet gesperrt. Mit einer Tageskartenregelung kannst du vielleicht an 10% der Felsen noch klettern. Und sowas wollte ich in der Fränkischen nicht haben. Und da hat sich die IG Klettern echt richtig eingesetzt. Allen voran Jürgen Kollert unglaublich wieder mit den Behörden verhandelt hat und Felsen frei bekommen hat. Gut, wir haben auch Zugeständnisse machen müssen. Felsen in Zone 1 gekommen sind, um die es schade ist, aber im Großteil sind wir da echt richtig gut weggekommen. Du sagst es richtig, weil gerade wenn man das in der Eifel erlebt hat, das ist gerade beschrieben, also ich kann mich auch erinnern, Tankstelle Niedingen musstest 1 Mark bezahlen. Ja, genau. Und bis Tagesticket. Und wenn die 20 oder 30 Tagesticket, die sie weggegeben haben, aufgebraucht haben, das war's. dann musst du es halt wieder einfahren. Ja. Und das kann sich heute eigentlich keiner mehr vorstellen. Das war wirklich, also es war ja wirklich wie ein Damoklesschwert über der Fränkischen gehangen. Also es hätte sein können, dass alle Felsen, die derzeitig in allen Tupoführern drin stehen, einfach gesperrt werden. Ne? Da war echt Glück gehabt. Ja, also deswegen auch, du sagst es richtig, Plädoyer für die IG Klettern, die es ja auch schon lange Jahre gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Gründung war. Ich glaube 94, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgend sowas. Also das war ja schon im Zuge dessen. Ne? Und da können wir dankbar sein, dass wir noch klettern dürfen, ne? Und uns über sowas wie Erstbegehungen unterhalten. Ich gehe weiter. 1998, Terra Australis. Ich ahne etwas. Wenn du schon in Australien warst 1990, Sebastian, kann es sein, dass Terra Australis tatsächlich deshalb, das ist ja ganzes Felsriegel, der hat den Namen, woher? Ein unbekannter Kontinent. Ja, genau. Die Wand hat mich fasziniert. Ich fand die total toll, als ich gesehen und dachte, warum sind da keine Touren drin? Ja, weißt du, direkt neben dem Wanderweg. Direkt neben dem Wanderweg. Ja. Ich sitze da unten mit meinem Boardzeug, will gerade die erste Tour einbohren, Koala, passender Name da. Kommt der Bernhard Seidel, einer der alten Kletterer, auch von der IG Kletter. Genau, vorbei, meint, die Wand haben wir schon vor 20 Jahren gesehen, das hat sich damals schon nicht gelohnt einzubohren.
hä? Was? Die Wand ist gut, lange nass im Frühjahr. Okay, Ja. zugegeben, das ist kein Frühjahrs- oder Winterziel, aber im Sommer oder im Herbst ist das total toll da. Die Touren sind boulderlastig, machen Spaß. Echt. Ja, aber das, was am Anfang so kommt, die haben schon ein paar Klettermeter. Also, Und die hinten auch? Ja. Die großen Dächer. ja, absolut. Aber das ist witzig, dass du das sagst, Sebastian, weil ähnlich ging mir es auch mit dem Blick der 90er Jahre, würde ich sagen, war es immer so, ja, also Wandhöhe mindestens 20, eher noch oben drauf, alles drunter, ja, lohnt sich ja nicht. Ich glaube, das ist das, was Bernhard da vielleicht ausdrücken will. Ne? Ja. Und das halt nicht schöner, leuchtiger Fels ist, der halt zum Klettern richtig einlädt, sondern muss man ein bisschen Arbeit hinbringen. Das sind viele Slopers, viele kleine Leisten. Und auch Risse und Dächer. Halt was anderes, als was der Herr Seidel gerne klettert wahrscheinlich. Aber was du gerne kletterst, weil es gibt ja auch eine Tour Crimfest, das ist ja wieder deine Leisten. Ich höre nicht auf mit den Leisten. Also sehr schön, wirklich ein tolles Gebiet. Du hast eine schon angesprochen, Koala, Didgeridoo, aber da gibt es auch eine, die heißt Surf's Up. Was ist Surf's Up? Das ist ein Spruch der australischen Surfer. Wenn Surf's Up ist, sind die Bedingungen gut. Muss man surfen gehen und die Kletterer haben untereinander gesagt, Surf's Up, bam. Okay. Also wirklich schöne Touren dort und du sagst das, ja, nicht das ganze Jahr kletterbar, muss ein bisschen abtrocknen, aber ansonsten absolut empfehlenswert. Und ein richtig guter Spot, wenn es warm ist. Ja. Und schnell hinzulaufen, schön hinzulaufen. Also, Genau. Wir waren da mal am Augusttag, wo es so 35 Grad hatte. Waren morgens um 7 am Fels. Um 11 waren wir fertig. Und wir hatten die ganze Zeit eine Jacke ziemlich an, weil es zu kalt da drin war, durch den Bach. ja, stimmt. Ja. Wir hatten nur Schlappen an, nicht keine Strümpfe. Es war echt kalte Füße, war das Problem. Bei 36 Grad. Glaubt dir keiner. Ja, die 36 Grad hat es erst um 12 gehabt, oder? Ja, und draußen. Und nicht da im Wald. Und nicht da, wo der Bach lang fließt, aber klar. Cool. 98 habe ich noch was anderes. Einen Traumpfad hast du am Geckofels entdeckt. Einen neuen Plus. Da gibt es eine Geschichte dazu. Ja. Das ist ein schönes Buch vom Bruce Chatwin über die australischen Ureinwohner, wie die mit ihren Träumen und ihren Geschichten ihr Land erschlossen haben. Das große, weite Land. Das fand mich total fasziniert, das Buch. Ich fand auch die Geschichte total toll. Naja, ich war halt ein bisschen verträumt. Ich bin halt einfach geradeaus hochgeballert. Und weil links draußen eine große Kelle ist, mit der es deutlich leichter ist. Aber sowas halt. Ja, sowas passiert, ne? Ja, klar. Weil du bist halt einfach in dem Film drin. Du weißt, dass die Variante für dich geht. Und dann schaust du halt nicht nach rechts und nach links. Hast du eigentlich dann etwas Schwereres geklettert? Das ist jetzt die 9 Plus. Das war auch da, was ich geklettert habe, klar. Ja. Ich habe auch noch überlegt, ob ich das Loch da links draußen nicht einfach zubetoniere. Ja, ich habe gehört, dass sowas schon mal passiert sein soll. Ja. Gibt ja so einen berühmten Präzedenzfall am Ja. Schalk. Mehr sagen wir jetzt nicht. Wir gehen mal weiter. The Curse of Ra ist eine neuen, also im Jahr 1999. Was ist The Curse of Ra? Ach, das war so ein dummes Computerspiel oder interessantes Computerspiel, das mich fast zum Wahnsinn gebracht hat. Das war bei der Tour ähnlich, weil am Anfang doch ein paar Griffe rausgebrochen sind. Da muss man sich eine neue Variante überlegen. Also die war relativ flexibel, die Tour. Ja, ja. Okay. Okay. Also du liebst schon auch Computerspiele. Bist du denn IT-affin? Ja, gut, vom Job her halt, weil ich halt neben Geografie halt auch noch Informatik und Geologie studiert habe. Du hast 3 Dinge auf einmal studiert? Ja, das Hauptfach war Geografie und die beiden Nebenfächer waren Informatik und Geologie. Man konnte sich 2 Fächer wählen. Ja. Informatik hat bei uns im Semester eigentlich fast keiner gewählt, wobei es mich immer schon interessiert hat. Vor allem war es auch abzusehen in den 90ern, dass die Auswahlmöglichkeiten als Geograf nicht so grandios sind. Deshalb bleibt an der Uni oder macht Lehramt. Zu beiden fühlte ich mich nicht berufen. Ein Freund von mir hat die gleiche Kombination studiert. Der ist dann in die Richtung Softwareentwicklung gegangen, ja, okay. weil auch Geografie war nicht so Nee, Ende der 90er war das kein einfaches Brot. Ja. Wie war es bei dir dann, Geografie? Ich habe mich ein halbes Jahr rundherum beworben, habe ein paar Angebote bekommen, aber von dem war nicht so richtig, was mich gereizt hätte. Und habe dann eine Weiterbildung gemacht zum Microsoft System Engineer für die Windows-Kisten, für die großen Server. Das hat mir gut getaugt. Und habe dann innerhalb von einem Tag 3 Angebote gehabt. Ich würde sagen, da war der Markt deutlich anders. Ganz anders. Also das hätte ich überhaupt nicht vorher vorstellen können, dass das so geht. Ja, gutes Angebot bekommen und bei Siemens in Erlangen. Und dann warst du in der IT? Ja, genau. 35-Stunden-Woche, 600 Gleitzeitkonto, war echt super. Da ist wieder der Punkt, genug Zeit zum Klettern. Ja, genau.
So, pass auf, 1999 gibt es ja noch etwas und es muss aufgeklärt werden. An den Edelsteinen gibt es einen neuen Minus von dir und die heißt die Prinzessin mit dem fetten Arsch. Sebastian, wer ist das? Ja, ich habe manchmal ein bisschen prinzesschenhaftes Benehmen gegenüber meinen Kletterpartnern, in die ich so sage, jetzt stell dich doch nicht so an. Okay. Bezüge, die mir relativ leicht fallen und anderen vielleicht auch nicht ganz so leicht sind. Das fette Arsches bezog sich auf meinen eigenen Hintern, weil Gewicht war ja immer ein Thema beim Klettern, vor allen Dingen an kleinen Leisten und in senkrechten Gelände. Ja. Also du hast dann schon für dich empfunden, deine Körperwahrnehmung ist eine andere wie die der anderen. Ja, genau. Schön. Das ist nicht sexistisch, das ist nur also es ist Eigenironie. Eigenironie, genau, das ist schön ausgedrückt. Die Tour ist absolut grässlich. Echt? Ja, es hat oben so eine Mikroleiste, die du halten musst und dann machst du einen Sprung auf so einen Batscher über Kreuz. Ganz spezielle Stelle. Jetzt erklärt sich einiges. Weil an die Leiste kann ich mich erinnern und dann dachte mir, wie soll denn das gehen? Genau. Ich habe dann entnervt abgebaut. Fuß auf den Babsch an den fetten Arsch dran. Das ist so eine Runde. Sorry, ja, genau. Irgendwelche Fragen? Ne, immerhin. Okay, jetzt weiß ich, wie die Beta geht. Danke, endlich. Okay. Also, die Tour hat Eindruck hinterlassen. 25 Jahre später weiß ich immer noch, wie es funktioniert. Ja, allerdings. Ja. Ich bin beeindruckt. Kommen wir zum Jahr 2000, lieber Sebastian. Da gibt es eine Tour, What You See is What You Get oder WYSIWYG. Und nachdem wir schon wissen, dass du in der IT gelandet bist, scheint es ja irgendwie nahe zu sein. Aber so richtig mit der IT hat es nur ein bisschen was zu tun, die 9+, ne? Warum hast du denn WYSIWYG so genannt? Ja, damals habe ich angefangen, Kletterführer zu zeichnen. Und das macht man mit Zeichenprogramm und mit Desktop-Publishing-Programm. Das damals hieß es halt WYSIWYG. WYSIWYG. See is what you get. Und das halt das Schöne ist, du hast das halt auf dem Computer, kannst du halt im Ausdruck genauso verwenden. Ich muss ja kurz nachfragen. Da hast du begonnen, einen Kletterführer zu machen. Wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, da muss jetzt mal ein Kletterführer her, weil es gab doch schon welche, oder? Ja, in den 90er Jahren gab es relativ viele neue Felsen und der bestehende Führerautor Bernhard Thum hat halt lange Zeit auf eine Neuauflage warten müssen. Lassen. Stimmt, da hatten wir einfach nur den Bühle-Führer im Endeffekt. Genau. Und dann den ersten und den zweiten Thum, sagen wir, wie es ist, und dann der Führer von Werner Steckmann, glaube ich, war immer doch so. Genau, dem habe ich einen langen Leserbrief geschrieben, dem habe ich irgendwie 100 Tipps gegeben zu Touren. Da kam auch richtig netter Brief zurück und eine Kiste mit irgendwie 10 Kletterführern als Dankeschön. Ach, cool. Aber der hat nie wieder weitergemacht. Ja, stimmt, da gab es nur eine Auflage. Genau, eine Auflage. Genau. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich habe ein Zeichenprogramm zur Hand gehabt, weil ich für die Uni gearbeitet habe. Und ich habe für die auch Publishing gemacht. Artikel von den Profs an den Form gebrauchten fürs Jahrbuch zusammengestellt. Und dann hatte ich halt die Tools, die ich dafür brauchte, um einen Kletterführer zu machen. Und auch die Lust, oder, das zu machen. Genau. Das war aber am Anfang richtig Arbeit gewesen. Ja. Aber du hast dann dem Werner wirklich einfach gesagt, hier, pass auf, nimm die einfach, also freigebig das Wissen an. Okay. Das habe ich auch im Bernhard, da habe ich mal einen langen Brief geschrieben, was alles noch fehlt und was noch besser zu machen wäre und so weiter. Da kam nie was zurück. Und auch vieles von dem, was ich ihm geschickt habe, hat er überhaupt nicht in die nächste Auflage aufgenommen. Nicht erstaunlich, ne? Ja, vielleicht gewundert. Ja. Apropos Briefe. Du hast ja auch Briefe, das hatte ich so in der Anmoderation, du hast mal dann Briefe geschrieben, zum Beispiel an den Panico-Verlag auch, ne? Ja, aber so viele waren das nicht, das waren. War einer, okay, einer. Okay. Stellt sich hier erst anders, als es war. Bitte. Du hast keine Brieffreundschaft daraus gemacht, ja? Definitiv nicht. Es war im Odenwald, da war ich 16, 15, da hatte ich halt die meisten von den Touren im Schließheimer Steinbruch gemacht. Und der erstes Topo vom Odenwaldführer, der kam ja irgendwie 83 oder 84 raus. Da fehlten halt die ganzen Touren. Und er war nicht richtig drin. Und dann habe ich ihm halt mal eine Liste geschickt, was da an Touren gibt und wie schwer die sind. Ja. Und dazu geschrieben, dass man das doch besser machen könnte. Achim hat den Brief aufgehoben. Was dann zu einer langen Erfolgsgeschichte geführt hat, was wir später noch beleuchten werden. Ja, genau. Und den Nico, der Führerautor war im Odenwald, den habe ich dann auch getroffen. Der Nico Mailänder. Genau. Und mit dem haben wir ein paar Mal mit dem Kletter, der mich auch ins Donautal geschleppt. Paar von seiner Klassikern klettern sollte. War eigentlich eine witzige Zeit. Ja, cool. Ja. Also das war schon immer dein Ding eigentlich, ich finde auch durch Geografie, Kartografieren, das Aufzeichnen, Exaktheit damit reinbringen, dass sozusagen nichts verloren geht. Manchmal ist es auch so, ich habe das auch in der Anmoderation noch gehabt, du hast manchmal auch Felsen nicht gefunden, oder?
Ja, Gott, da gab es ein Schlüsselerlebnis sozusagen. Lass hören. Wir waren auf dem Weg zum Norrisbrettel, weil da waren wir noch nie gewesen. Und die Wegbeschreibung. Im Hirschbachtal, ne? Ja, genau, im Hirschbachtal hinter der Kastellwand. Eigentlich relativ einfach zu finden. Du läufst durch die Kastellwand durch und folgst dem Norrissteig und kommst dann irgendwann zu Kommst dann direkt dahin. Genau. Ja. Aber die Beschreibung im Kletterführer war ein bisschen konfus. Und nach 1,5 Stunden hatte ich einfach keinen Bock mehr. Ich habe lauter Wut den Kletterführer zerrissen, weil 1,5 Stunden im Wald verbringen, das war echt schlimm. Ich war echt sauer. Ich dachte echt, das muss besser gehen. Und das war dann wirklich so auch der Grund, wo du gesagt hast, hey, ich mache jetzt so einen eigenen Kletterführer? Ja, ich wusste ja gar nicht, ob das geht. Für das ganze Klettergebiet war ja damals schon über 500 Felsen und 6.000 Touren oder was das waren. Das war einfach abzusehen, dass es eine riesige Arbeit war. Ja. Da habe ich noch ein paar Topos gezeichnet, die kopiert und in so ein kleines Heftchen reingesteckt. Und an Freunde verteilt, die fanden das alle toll. Hey, endlich mal neue Topos, die wir nicht kennen und so weiter. Und habe die Topos dann auch dem Achim Pasold gezeigt, weil der 5 Franken keinen Führer hatte. Ja, und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden, dass ich doch da mal dass du weitermachen willst. Genau. Ach, schön. Aber wird noch ein eigenes Thema sein. Aber gut, dass wir schon mal wissen, dass es bereits 98, 2000 eigentlich schon losging und schon aktiv eigentlich schon dran gearbeitet hast. Ne? Ich wollte ganz kurz ergänzen, Richtung Norrisbrettel, uns ging es übrigens genauso. Wir sind auch durch den Wald geirrt und haben an dieser Beschreibung mir das nicht gefunden. Und wenn du dann halt, dank dem Internet und der neuen Möglichkeiten, jetzt hast du halt eine topografische Karte, oder die hattest damals natürlich auch schon, ich hatte sie nur nicht, dann hast du da halt wesentlich einfache Möglichkeiten. Ja. Oder du folgst dann einfach den Wanderweg, ne? Was eine gute Beschreibung gewesen wäre. Ja, genau. Einfach den Wanderweg beschreiben können und heutzutage kannst du einfach mit QR-Codes machen. Ja. QR-Code lädt dich mit Google Maps zum Parkplatz und dann nächster QR-Code, wo ist der Feld. Da ist Google nicht richtig gut im Wald. Wanderwege hat er nicht viele drin. Und die sind echt komisch, aber man sieht ja jetzt nicht, wo der Fels ist. Aber du weißt genau, in welche Richtung. Ja, genau. Schön. Aber es wird doch ein Thema sein, wo du uns hoffentlich ein bisschen was dazu sagst, wie mir denn erfolgreiche Führer lass uns kurz zurückkommen zu deinen Touren. 2001 mache ich mal einen Ausflug. Da geht es jetzt nicht um eine fränkische Tour, sondern du warst in Spanien an der Costa Blanca in der Nähe von Valencia. Und hast dort 2 bemerkenswerte Touren gemacht. Ja, Down by Law. Das hatte ich irgendwie 97 bei meinem ersten längeren Roadtrip nach Spanien eingebaut. Hatte beim Einbohren übersehen, dass die Wand deutlich steiler ist, als sie sich von Ferne aussah. Warte kurz, du bohrst eine Tour ein. Du hast sie von oben eingebohrt. Ja, genau. Ich habe die Tour nebendran geklettert, habe gedacht, das da nebendran könnte gehen. Schaut nach einer guten Linie aus, sind ein paar kleine Griffe da, das müsste irgendwie zu machen sein. Und habe beim Einbohren halt nicht gemerkt, dass das ganze Ding halt 20 Grad überhängt. Weil du bohrst halt das Loch, klippst dich ein, setzt einen Haken, klippst dich rein, machst den nächsten Haken halt 2 Meter. Bleibst halt immer genau, exakt dran. Ja, genau. Und erst beim Abziehen habe ich gemerkt, das wird steiler als gedacht. Und die Griffe sind kleiner als gedacht. Oh. Naja, ist mir noch der Griff an der Schlüsselstelle rausgebrochen. Und dann war es halt Down by Law. Der Film vom Jim Jarmusch, der mich halt damals total begeistert. Aha. Schwarz-Weiß-Film. Wieder ein Film. Okay. Genau. Und da bin ich auch lang hingefahren. 20 Tage oder sowas. Mit Spanien. Das war über 4 Jahre verteilt. Über 4 Jahre? Ja. Der Hüttenwirt kannte mich schon im Nachbarort in Montanejos. Und ich kam halt jedes Mal mit einer anderen Frau an. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, dass das für einer ist. Aber was auch immer der treibt, der macht's richtig. Down by Law, 4 Jahre. Ja, und du hast da auch, ich glaube, es war dein stärkster Flash, Mare de Ortigas. Ja, das war aber nicht in der Costa Blanca, das war unten in El Chao. Da sind wir danach hingefahren, nachdem ich das gemacht hatte. 2 Tage Ruhetage im Auto, weil es ist von Costa Blanca aus, immer 500 Kilometer nach. Das ist Blomilandia, El Chao. Ja, und das hat mich echt gefreut. War echt mega. Ja, ich habe Spanier zugeschaut, einem Schweden zugeschaut, der so 1,85 groß war. Der die Schlüsselstelle ganz anders geklettert hat als ich. Ich so, warum hält er nicht die kleinen Leisten? Ja, was war eine Sintertour? Das hat er sich halt den Sinter hochgekämpft. Ich dachte, da hat es doch mal kleine Leisten, die gejoggt sind. Vielleicht geht es ja auch mit denen. Ging dann zum Glück. Ich würde mich jetzt auch eher für den Sinter entscheiden, ehrlich gesagt. 1,90 wahrscheinlich eher so. Ja, genau. Das ist überhaupt was beim Klettern, finde ich, dass du kannst zwar, wenn du jemand anders drin in der Tour siehst, du kannst schon erahnen, was wahrscheinlich so, funktionieren könnte. Genau, aber oft ist es so, musst anders stehen, musst den Fuß anders drehen. Also du baust deine eigene Lösung eigentlich immer dafür. Ne? 2001 noch zurück zum Frankenjura, aber ähnlich warm wie in Spanien am Solarium
hast du Miles and More, eine 9, geklettert. Warum Miles and More? Ja, das war der damaligen Zeit geschuldet. Geld war knapp. Da habe ich halt mal ein paar Haken weniger gesetzt. Das waren, glaube ich, 4 Stück mit Umlenker. Und die waren halt 15, 18 Meter hoch. Naja, das war halt oben, gutes Fluggelände war halt steil genug. Also Flugmeter gesammelt. Ja, genau. Miles and More ist das Bonusprogramm von der Lufthansa für Vielflieger. Und deswegen das auf die Tour übertragen. Genau. Aber das ist ja dummerweise nicht so geblieben. Ne? Nee, da haben mich Freunde überredet. Mach doch mal 2 Haken mehr rein, da wird es auch mehr geklettert, weil es ist zwar schön, irgendwie mutige Touren zu haben, die der SPG ja genau kennt, weil er halt über die Tour abgeseilt hat und alles genau kennt, aber jemand, der das uns halt von unten hochklettert, der will doch. Aber wäre Verletzungspotenzial auch schon da gewesen? Nee, wäre nicht. Nee. Aber trotzdem, es klettert keiner 3 oder 4 Meter von dem Haken weg im schweren Gelände, weil ich weiß, was kommt. Ich weiß Das sticken die doch heute alles hoch. Und ja, das schon. Aber was machen wir denn mit Touren? Nehmen wir mal den Klassiker, rauchende Bowls. Setzen wir dann oben auch noch 2 Haken? Nee. Naja, eben. Ja, klar. Das ist halt so. Und das ist bei Miles and More nicht ähnlich? Ja, ist ja auch ähnlich, das stimmt natürlich. Also ich frage mich immer deshalb, Sebastian, weil ich mir denke, weißt, die Vielfalt ist doch das Entscheidende. Ja. Weil ansonsten hast du etwas, was vielleicht, keine Ahnung, Geburt ist alle 2,5 Meter oder alle 2 Meter, was auch immer dann so das Gusto ist. Und das macht es doch eigentlich gerade aus. Ja, das stimmt natürlich. Da habe ich auch mit dem Bernhard Thumes eine längere Diskussion gehabt zum Thema Tempera Morris an der Wolfsberger Wand. Ja. Das ist ein neuer Neuner, der so richtig spärlich abgesichert ist. Gleich 5 Haken, 4 Haken drin. 4. Ja, richtig schlimm. Und oben gehst du halt einfach links. Und da hat jetzt der Thomas Hoffmann, der Hoffi, links davon eine Linie hochgebaut mit 14 Haken. Und früher bist du halt zwischen 3. und 4. Haken eine Linksschleife geklettert. Jetzt kannst du in der Linksschleife halt 3 Haken. 3 Haken einhängen. Ja. Okay, aber liegt es dann daran, dass die Linie nicht klar war? Weil es ja dann oft so ist, dass man sagt, naja, komm mal, die Linksschleife ist jetzt nur dem geschuldet, dass die Absicherung eben so ist? Oder war die Linie wirklich so klar? Die Linie ist klar. Und geradeaus hoch gibt es nichts. Da bist du immer links rumgegangen. Weil es da niemand links rum hochgegangen ist. Ich habe auch mit Bernhard gesprochen, ob man nicht 2 Haken mehr reinmachen kann. Was das Ding immer noch mutig macht mit 6 Haken auf die 20 Meter, die es hoch ist. Aber nee, da war er dagegen. Das bleibt so. Muss man respektieren. Ist so. Ja, ist immer eine schwierige Frage. Ne? Klar hat der Erstbegehr nach unserer Definition das Recht, sozusagen die Absicherung zu wählen. Finde ich auch völlig in Ordnung. Die Frage ist nur, was passiert, wenn er verstirbt? Was machen wir dann? Solche Dinge passieren ja jetzt, ja, klar. Wo wir auch dann Touren haben, wo wir eben niemanden mehr fragen können, ob wir das tatsächlich jetzt noch verbessern. Ja. Ich hatte halt beim Bernhard ein bisschen gehofft, dass er durch seinen Unfall an der Mittelbergwand an seiner Tour. Genau. Etwas offener wäre für solche Sachen. Aber es ist nicht. Ist so geblieben. Ja, ist ja geblieben. Gut. Muss man akzeptieren. Muss man akzeptieren, genau. Also kann ich auch verstehen. Ich nehme nochmal das Beispiel von dir. Miles and More ist natürlich auch was Besonderes oder solche Touren bleiben natürlich auch Erinnerung. Ja. Wir haben vorhin mal über das Kühlloch geredet, ist natürlich auch etwas. Die bleiben mir auch in Erinnerung, diese Touren. Klar. Man muss aber fairerweise auch sagen, du hast es auch gesagt, naja, die sind halt dann vorher x-mal schon geklettert worden und dann nimm mal die Absicherung und das ist natürlich schon der Unterschied, wenn du im On-Site kommst. Ja, klar. Am Kühlloch ist ja auch richtig gefährlich, Baum im Rücken, da fällt es gegen den Baum hinten an. Ja. Gut, man kann sagen, man sieht es ja. Ne? Ja, klar. Aber man weiß, worauf man sich einlässt. Ja. Ich bin froh, dass ich die von unten geklärt habe. Das war für mich richtig eine Herausforderung. Aber ich stand halt über dem Grat. Genau, also ich stehe nicht über dem Grat und ich habe sie damals nur getoppt und es war auch, also weiß ich auch sicher, war eine gute Entscheidung. Reise nach Indien ist ein Eckel leichter, aber trotzdem haben mir das auch alles abverlangt. Ja. Und wie du sagst, wenn du weit über dem Grat stehst, okay, aber dann glaube ich, kann man es auch nicht wirklich bewerten, wie es sich anfühlt. Ja, danke für diesen Ausflug. Miles and More, genau. 2001 und 2002 hast du ganz viel trainiert, aber hast dich dann verletzt, ne? Ja. Da kam ich zurück aus Spanien, war richtig fit. Und da hat mich mein Ellbogenproblem mal wieder erwischt. Und du sagst mal wieder, wann ist das erste Mal aufgetaucht? Angefangen hat es nach dem Abi an der Sandsteinmauer. 88. Oha. Genau. Die Sandsteinmauer ist doch nicht das idealste Trainingsgebiet. Nee, wenn du halt zu viel vom Gleichen machst. Und dann 92 hatte ich ein Jahr Auszeit, wegen Ellbogen wollte gar nicht mehr. Und 2002 war es dann nochmal so, nach dem Trainingswinter. Da war ich richtig fit. Im März habe ich, glaube ich, in Krontal nach dem 2. Versuch geklettert. Also 8 plus, keine Ahnung. Ging ja auch so schnell, war ich so fit. Und da war dann hier Leichtklettern am Roten Fels, in eine von den langen Achtern da zum Spulen, Ellbogen zugemacht. Und der hat das ganze Jahr wehgetanzt, nicht besser geworden. Okay.
Was kann man jungen Athleten und Athletinnen sagen zum Thema Training? Er übertreibt es nicht. Ja, im vollen Körper. Ja. Hör auf den Körper, ne? Ja, Wenn es zu viel wird, dann Ja, klar. nicht noch drauf. Aber 2002 war ich halt auch schon 34. War ich auch nicht mehr ganz so jung. Ja. Aber 2003 ging es wieder weiter. Am Oxymoron. Was für ein schöner Name. Was ist ein Oxymoron? Gegensatz, Widerspruch in sich. Richtig. Und was war denn am Oxymoron an der Landrichterseite einer C- so widersprüchlich? Ja, das ist halt glatter Fels, ist trotzdem toll zu klettern. Weil glatter Fels bei den Franken in den meisten nicht so hoch im Kurs. Ich kann sagen, das ist, nee. Ja, aber es klärt sich richtig gut, muss man reingehen. Echt? Das ist richtig. Glatt und lieblich sozusagen. Ja. Und es ist auch die Tour, die da von den Schweren in Frankendorf die meisten Begehungen hat. Ich höre auch immer wieder an Leuten, die es Klettern richtig gut finden. Ja, Frankendorf ist jetzt ja nicht so der Hotspot sozusagen, Genau. aber Landrichterseite hat den besten Fels in ja. Frankendorf, definitiv. Mhm. Und die Tour ist richtig gut. Hat auch jemand anders angefangen zu bohren. Mhm. Einer Hat sich dir dann überlassen? Genau, ja. Aha. Ja. Fand ich super, fand ich richtig nett. Ich habe so noch mit 2 Haken mehr ausgerüstet, ein bisschen awkward, klar, wie es halt so ist. Ja, Woher sollst du es wissen, wie es geht? eben. So, 2005, wir machen einen kurzen Sprung. Da gibt es eine Tour am Jungfernriss, die heißt Road to Tibet, eine 8. Was verbirgt sich hinter der Road to Tibet? Naja, ich war 2004 mit meinem Bruder in Tibet gewesen mit dem Fahrrad, Wieder eine Reise. Radreise. Mhm. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil 2008 haben die Chinesen Tibet komplett für Individualreisende gesperrt. Und da konnte man 2004 noch relativ legal. Also mit normalen Visum sozusagen, Beantragung und so Genau. weiter, aber du konntest dort dich auch dann frei bewegen. Ja, da braucht es so ein Alien Travel Permit, hieß das, ATP. Mhm. Und hast es halt gegen Gebühr von 30 € zahlen bekommen. Mhm. Die Tour dort hast du alleine gemacht? Nee, mit meinem Bruder zusammen. Aha. Das wollte ich nicht alleine machen. Wir sind nach Rawalpindi in Pakistan geflogen, sind zum Akklimatisieren von Gilgit nach Kashgar rübergefahren, über den Kanchara-Pass. Mhm. So ein knapp 5000 Meter hoher Pass zwischen Pakistan und China. Dann am Südrand der Seidenstraße an der Taklamakan, war richtig heiß im August, entlang gefahren. Ja. Okay. Und Also dann- entlang der Wüste sozusagen? Ja, genau. Ja. Durch die Oasen. Da hat es eine ganze Reihe von Flussoasen. Aber die sind halt 50 Kilometer auseinander, 50 Kilometer fährst du halt durch die Wüste. Frühmorgens und spät abends. Tagsüber verbringst du im Schatten. Bei 43, 44 Grad war das schon richtig warm. Du kannst aber ich stelle mir jetzt eine Wüste gerade so vor, du versuchst sie mit dem Mountainbike zu durchqueren. Sinke ich da nicht ein? Nee, geteerte Straße. Das ist in China. okay. Komplett geteerte Straße. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Und in Yercheng, einem der Dörfer an der Straße, geht dann rechts eine Piste ab, die heißt D219. Mhm. Die führt über 3.500 Kilometer von Yercheng nach Lhasa. Und die war damals bis auf die ersten 50 Kilometer komplett Piste. Okay. Es war gut unterhaltene Piste und auch nicht steil, weil die chinesischen LKWs mussten die hochkommen, aber halt Piste. Halt Wellblech. Wow. Und halt 14 Pässe über 5.000 Meter Höhe. Man muss schon richtig Fahrrad fahren wollen. Ja, allerdings. Wie lange habt ihr da gebraucht für die gesamte Tour? Und da die Tour war 3 Monate unterwegs. 3 Monate. Ja. Gab es irgendwie, also ich hätte ja immer dann so Bedenken, was passiert, wenn das Fahrrad auf einmal schlapp macht? Daumen ausstrecken. Es ist genug LKW-Verkehr da gewesen. Okay, also es ist nicht sowas, dass du da mal 3-4 Tage komplett alleine bist oder so. Also es gibt. Es war zwischendurch so, weil die Straße zwischendurch wegen der Baustelle für eine Woche gesperrt war. Die chinesischen Bauarbeiter sind radikal. Die sperren die Straße einfach für eine Woche, zack. Und während der Woche warst du halt einfach allein, weil es kein LKW durchgekommen. Pkw-Verkehr gab es damals keinen. Okay. Die einzigen, die mit dicken Landcruiser-Jeeps rumgefahren sind, waren die vom Inlandsgeheimdienst, PSB. Es gab ganz wenige Touri-Gruppen. Wir haben mal so einen Fotografen getroffen, der sich total gewundert hat, dass wir als Fahrradfahrer da unterwegs waren. Das war schon ungewöhnlich, Ja, oder? klar, voll ungewöhnlich. Klar. Was Fahrradfahrer sind nach Tibet gefahren, vielleicht 3, 4 pro Jahr. Das war so richtig ungewöhnlich, richtig abenteuerlich. Wir sind dann auch um den Kailash rumgelaufen, die Kora gemacht. Das fand ich auch ein tolles Erlebnis mit den tibetischen, richtig religiösen Pilgern zusammen. Die haben sich sogar ausgestreckt, die Kora halt mit der Körperlänge abgemessen. Die waren 2 Wochen unterwegs. Für 56 Was Kilometer. bedeutet die Cora mit der Körperlänge abmessen? Und die haben sich hingeworfen, Ja. gebetet und sind dann aufgestanden, Und wieder weiter. 2 Schritte nach vorne gegangen und das gleich wieder gemacht. Um sich so fortzubewegen? Genau, um Buddha zu ehren. Wow.
Richtig, richtig krass. Okay, und dieses Gebet tue ich wie lange? 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute. Mhm. Wie lange ich brauche. Mhm. Oh, Mani Padme Hum. Die Grußformel. Okay, ich habe mich falsch ausgedrückt. Mache ich das den ganzen Tag, diese Meditation? Ja, natürlich. Du sagst es so locker. Okay, also das ist schon... Die haben auch richtig Beeindruckend, ja. Lederabdeckung vorne für die Knie und für die Beine gehabt und für die Ellbogen, weil das halt komplette Belastung ist. Und nachts haben sie am Wegesrand in Schafsfett eingerollt und da geschlafen. Echt krass. Kannst du dir als Westeuropäer, also Europäer überhaupt nicht vorstellen. Aber Für inbrünstige. ja. Also wie nach innen gewandt oder wie sehr man sozusagen, du hast es gerade gesagt, dieses Ehren von Buddha. Ja, klar. Also toll. Ja. Wahnsinn. Und ich war mit einem Inder unterwegs, der Hindu im Buddhist war. Mhm. Und der wollte es unbedingt 108 Mal machen, die Kur. 108 Mal rumlaufen. Am 90. Mal bin ich mit ihm zusammen da rumgelaufen. Und es war ein langer Tag, 56 Kilometer musste das mal laufen an einem Stück. Ja. Von 4,9 ging es los, der Pass auf der Rückseite ist 5,6 und drüben wieder runter. Oh. Und die meisten Touri-Gruppen machen es in 3 Tagen, ist auch sinnvoller. Ja, das ist wahrscheinlich eher was man aushält. Ne? Ja, klar. Okay, das ist schon... Wie seid ihr auf die Idee gekommen, du und dein Bruder, sowas zu machen? Ja, Tibet hat mich immer fasziniert, weil es halt das verschlossene Reich der Tibeter ist. Mhm. Ich wollte es noch besuchen, bevor es war damals schon abzusehen, dass die Chinesen das komplett vereinnahmen. Ich bin froh, dass es gemacht haben. Ja. Und 2005 deshalb auch eine Route, wo wir jetzt uns dran erinnern, dass da der Sebastian mit seinem Bruder in Tibet unterwegs war. Wahnsinn. Das ist echt beeindruckend. Zurück ins kleine Frankenjura. 2006. Life is good. 8+. Aber an was hast du dich im Leben so gefreut? Ich hatte eine neue Frau. Ah, ihr habt sagen, euch kennengelernt. Ja, beim Klettern. An welchem Fels? An der Marienthaler. Stimmt. Ich glaube, da hat sie mir mal erzählt, sie hat dich kennengelernt, während du in einem Projekt probiert hast. Und es war auch in der Anmoderation. Würde er weniger zetern, würde er auch. Den Spruch habe ich noch auftreten müssen. Das war ein Schuh vom Yoshi. Halt auch da. Relativ glatte Griffe, relativ warmer Tag. War keine gute Kombination. Und du hast dich geärgert. Ja, ich habe halt ein bisschen vor mich hingezetert. So wie das halt ist. Warum ist das nicht? Warum geht das nicht? Warum ist das so schwer? Und so. Das muss mal sein, um das abzulassen. Ja, klar. Ja. Druck abzulassen. Aber schön, da habt ihr euch kennengelernt, ne? Also bis zum heutigen Tage seid ihr zusammen. Klasse. Aber da kommen wir noch dazu. Aber da war das Leben schon gut, genau, im Amphitheater. Und 2007, ja, reden wir mal nicht über eine Tour, sondern wir haben vorhin gehört, die Ellenbogenprobleme waren immer wiederkehrend, immer wieder da. 2007 hast du auf den Grund erfahren. Ja. Was war der Grund für die Ellbogenprobleme? Konnte es nicht glauben. Ich hatte Probleme mit 2 toten Zähnen im Kiefer, die halt zwar tot waren, aber irgendwie trotzdem gestört haben. Ein Arzt hat es glücklicherweise rausgefunden. 2 Zähne gezogen bekommen. Was eher unschön ist, 2 Zähne gezogen zu bekommen. Ja. Dann eine Brücke zu bekommen, aber seitdem hatte ich eigentlich keine Ellbogenprobleme mehr. Das war eindeutig der Grund dafür. Wie bist du da drauf gekommen? Die haben dich ja über Jahre verfolgt, diese Probleme. Ne? Also man schiebt es ja eher so dann auf die Überlastung und so viel trainiert. Und wie kommen wir drauf? Keine Ahnung. Der Arzt hat halt einfach eine gute Idee gehabt. Hat halt Lidocain reingespritzt, ein Betäubungsmittel. Ja. Und ich hatte halt Ellbogenprobleme. Und die waren weg? Die waren weg. Es war, als ob jemand einen Schalter umgelegt hat. Das Lidocain hört es auch 3-4 Stunden aufzuwirken. Und dann ging es wieder los. Total bescheuert. Das ist echt irre, ne? Ja. Wie Sachen im Mund ausstrahlen auf den restlichen Körper. Ja. Wow. Okay, also 2007 eigentlich ein Glücksfall für dich, ne? Ja, weil damit ist die Gesundheit nach oben geschnellt. Ne? Ja. Weil das hast du mir jetzt vorhin schon gesagt, das war ja immer wiederkehrend, dass es immer wieder aufgetaucht ist. Ne? Ja. Lange Jahre, wo ich keine Probleme hatte, gut geklettert habe und dann wieder irgendwas gemacht habe, zu stark trainiert habe oder irgendwie stärker geworden bin. Okay. Schön. Das hat dir gleich so gut gefallen, dass du 2008 beschlossen hast, ach, Klettern, schauen wir mal, da habt ihr euer Sabbatical gemacht, oder? Ja, das hat damals Siemens angeboten, das war sehr angenehm. Haben beide eine Auszeit von 3 Monaten genommen, sind im Februar nach Thailand geflogen, haben da 2 Wochen am Strand und mit Klettern verbracht. Das war nicht so unseres, es war zu warm zum Klettern, es war zu glatt und es war mehr Abhängen und als Klettern. Und sind dann weiter nach Australien, war super. Haben den Totenpol gemacht, war ein langes Ziel von mir. Diesen Sea-Stack, 60 Meter hohe Basaltsäule. Ja, also ganz markant, ne? Ja, genau. Ja. Wo du immer das Problem mit der Dünung hast
und dem wilden antarktischen Ozean. Dass du überhaupt hinkommst? Genau, weil der Zugang ist ja nur 3 Stunden am Tag möglich, wenn die Ebbe ganz weit unten ist. Sonst ist das Wasser zu hoch, du kommst nicht hin, musst ein Boot nehmen. Das heißt, du musst hin zum Pol, Sebastian? Du läufst 2,5 Stunden vom Parkplatz zum Head, zum Holy Head, zum Head, wo du draußen stehst. Du stehst auf der Höhe vom Turm, von der Spitze, musst 60 Meter abseilen zum Meer runter, musst dann rüberlaufen, wenn keine Welle kommt, wenn es halbwegs Ebbe ist. Wie weit ist das zum Lauf? Ist nicht weit, 20 Meter. Ja. Und Aber dann, abpassen. Oder 15 Meter, ja genau, abpassen. Und dann klärst du hoch zum ersten Stand, der ist in 5-6 Meter Höhe, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist immer nass, das ist so 6a, das macht keinen Spaß. Genau, du wirst nicht fallen, denn das Seil verfängt sich unten in den Seetang. Ja. Und dann Nachsteiger hat es deutlich einfacher, der seilt ab und du ziehst einfach rüber. Und dann klärst du halt die erste Seilung ist 8. Du bist auf so einer Plattform auf halber Höhe, vielleicht ein bisschen weniger als halber Höhe. Und dann die Oberseiling ist mal Minus. Die macht Spaß, richtig schön, werde ich nie vergessen. Das glaube ich. Und wir hatten es perfekt abgepasst, weil es halt relativ kühl war. Es waren 15 Grad am Winter. Obwohl es wärmste Jahreszeit war Februar. Wärmste Zeit in Tasmanien, aber Tasmanien ist halt eine wilde Insel. Und sie saß halt während 1,5 Stunden im Stand in der Sonne. Das war perfekt. Und unter uns war eine Robbe in die Bucht reingeschwommen und hat halt da die Fische gejagt, die halt die Dünung in diese Schlucht reingeschoben haben. Und die hat da unten Krach gemacht, die hat gebellt, die hat gejapst, die hat gesprungen, die hat so richtig Spaß gehabt da unten. Ich habe noch nie eine Robbe so viel Spaß haben sehen. Das ist ja heiß. Ja. Und zurückkommen ist dann ganz einfach. Du ziehst ja als Nachsteiger immer das Abseil mit, das oben ja festgebunden ist. Spannst das fest. Dann mache ich hier Tyrolean Traverse an dem Seil, zieh mich rüber, klipp mich ein, dann ziehe ich einfach rüber. Moment, du gehst dann zum Festland, also du bist oben auf dem Pol? Genau, das ist gleiche Höhe wie drüben das Festland, wo du abseilst. Ja. Da ist der Abseilhaken. Seilst ab, ziehst das Seil hinterher, hast eingespanntes Seil, was du natürlich kurz ziehst, nicht das 60 Meter durchhängen lässt, sondern kurz ziehst. Ach, das ziehst du mit rüber? Ja, genau, das ziehst du mit rüber. Ziehst das kurz, hast dann 20 Meter oder 25 Meter und ziehst dich halt dann zurück zum Ausgangspunkt. Das musst du aber auch wissen, ne? Ja, natürlich, klar. Weil, auf die Idee kommst du nicht so schnell. Sorry, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt. Also, da würde ich nicht drauf kommen. Und wenn du beim Abseilen das verpasst, das mit rüberzunehmen, dann ist doof, ne? Du musst halt wieder abseilen vom Turm und drüben wieder hochklettern. Aber du hast nur 3 Stunden Zeit. Naja, du wirst halt nass. So was. Das Wasser hat nur so zwischen 8 und 10 Grad. Das ist schon eher ein schönes Vergnügen. Ach, das ist ja abgefahren. Und dann von dem Turm praktisch rüber zum Festland gespanntes Seil und dann unten einfach oder als Slackline rüberlaufen. Ja, viel Spaß haben auch schon Leute gemacht. Es gibt Bilder von, die das Slackline gemacht haben. Aber das ist eine Herausforderung. Ich bin keine Slackline-Läufer, aber das ist echt eine Herausforderung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und hinter uns kam eine Seilschaft, die kam gerade, als wir fertig waren. Und die hat natürlich unsere Tyrolean genutzt und ist einfach rübergefahren. Das fand ich jetzt ein bisschen. Das war nicht so schön, ne? Ein bisschen Cheating. Vor allem sind ja dann die ersten 6 Meter, die sind ja dann nicht das schöne Nasse. Nee, ja, klar. Das ist ja das, was du dann auch. Ja, ja, cool. Ihr wart wieder zurück aus eurem Sabbatical und im Jahr 2009 hattest du aber eine Tour Istanbul Blues, eine C- am Gelben Turm. Ja, das lag an meiner Arbeit für Siemens damals. Also Reisen doch lieber als Arbeit. Ja, definitiv. Ja. Da musste ich habe mich gemeldet für Kollegen anlernen in Istanbul. Saß in Istanbul im Juni bei schönstem Wetter und habe die Kollegen angelernt. In Istanbul gibt es auch ein paar Klettergebiete, aber die können es halt mit der Fränkischen nicht aufhalten. Deshalb Istanbul Blues. Ich wäre lieber zu Hause gewesen. Was sind es da für Klettereien in Istanbul? Es gibt ein Klettergebiet, den Namen habe ich vergessen. Außerhalb der Stadt kannst du mit Vorortzug hinfahren und läufst dann eine Viertelstunde ins Klettergebiet. Das war so eine enge Schlucht, da gab es so 100 Touren, so zwischen 6a und 7c, 7c plus. War nett, aber nichts, was wir schnell vergleichen wollen. Ja. Das sind die Gebiete in Antalya sicher besser, aber von Istanbul nach Antalya zu kommen an einem Wochenende. Teures Vergnügen. Ich bin auch froh, dass du wieder von Istanbul zurückgekommen bist und der Blues dich nicht komplett gepackt hat. 2010 hast du eine glatte 10 am Geheimbund dir, ich möchte mal so sagen, erarbeitet. Den Mikrokosmos. Erzähl mal ein bisschen was von der Tour. Ja, das Gebiet Geheimbund hat der Bruno Novosel 5 Jahre vorher genehmigt. 2005, glaube ich. Ja, genau. Entdeckt und dann auch genehmigt bekommen zum Anfang. Und die leichteren Linien, so bis 9 plus, haben wir relativ schnell alle gemacht. Die sind super gewesen.
Und dann war halt klar, da gibt es noch eine Kingline neben dem Spalt. Und naja, die habe ich eingebohrt und dann halt probiert. Und dann festgestellt, dass die Haken nicht richtig sitzen. Und nochmal umgebohrt und dann halt Mikrokosmos, weil die Griffe halt mir doch entgegenkommen. Das ist relativ klein leisten. Aber man muss dranbleiben. Das sind 18 Züge. Und oben über den Wulst muss man auch nochmal drüber kommen. Da hat man mal ein paar Sloper. Und dann war es halt Mikrokosmos. Mit einer Auseinandersetzen mit dem Kopf, dass man das halt irgendwie gebacken kriegt, das da zu klettern. Genau, du hast mir da gesagt, das war eine Tour, wenn dann sozusagen der Fortschritt nicht immer Fortschritt ist, sondern wenn es auch Rückschritt mal ist. Ja, genau. Wie bist du damit umgegangen, wenn sowas passiert? Ja. Andere Lösungen suchen, Pause machen, trainieren, wieder von vorne anfangen. Ist Haken umbohren auch sowas dem geschuldet gewesen? Ja, klar. Der Verdacht ist, die Variante so nicht geht. Und ich habe so einen Haken anders gesagt. Ich habe jetzt ein Video von jemandem gesehen, der es auch gemacht hat. Ich hatte den letzten Haken ausgelassen. Boah, das könnte ich nie. Das wird oben richtig weit nach oben, das ist nicht leicht. Da bin ich schon froh, dass ich die Haken so gesetzt habe, dass ich sie alle gut klippen kann. Ja. Weil das wäre mir zu risikoreich. Wie ist es so, wenn du an deiner persönlichen Grenze bist und etwas will nicht so werden? Wie hält man da durch? Manchmal gibt man auch auf. Gab es das auch? Ja, klar. Es gibt Projekte, die ich aufgegeben habe, weil es zu schwer ist. Eins davon ist jetzt Janus am Angerstein. Okay. Hast du die Haken gesetzt? Ja, da habe ich mal das erste angefangen, Haken reinzusetzen. War mir auch schon klar, da geht sicher irgendwas. Aber ich habe dann schnell gesehen, das sind keine Griffe, die ich in der Neigung halten kann oder durchblockieren kann oder springen kann. Okay, da war es für dich relativ klar. Aber bei dem Mikrokosmos war irgendwie... Genau, da weißt du ja erst bei dir nicht, geht es für mich, geht es nicht. Klar. So ist das halt bei neuen Sachen. Probiert man halt mal 3-4 Tage dran rum, guckt, ob das geht oder nicht, ob man einen Fortschritt macht oder nicht. Bei Mikrokosmos habe ich halt noch deutlich länger rumprobieren müssen, so ist das halt manchmal. Aber da war es nicht so, dass du dann gesagt hast, du willst das abgeben? Nö, das war da klar, da bleibe ich dran, das ist meine Welt. Okay. Was ist der Unterschied zu Janus? Warum bist du da dran geblieben? Und beim anderen hast du gesagt, nee, komm. Ja, dann war klar, dass das ein Grad ist, den ich irgendwann klettern kann. Oder vielleicht okay, also die Einzelzüge waren schon machbar. Genau, ne? Einzelzüge waren bis auf einen machbar. Den einen musste ich mir halt richtig antrainieren. Den lösen sie heute auch komplett anders. Klar. Aber es war meine Wahl. Ist das wieder sowas wie damals am Geckofels? Nö. Oder? Auf die andere Lösung bin ich nicht gekommen, aber die ist nicht leichter. Das ist einfach nur meiner Stärke an Leisten geschuldet. Das ist einfach lieber eine kleine Leiste durchballer, als dass ich einen Sloper halte oder einen Untergriff durch. Genau, das, was wir vorhin auch gesagt hatten, was ist der Liegefaktor, was sind dann die körperlichen Voraussetzungen? Genau, ich tue mich halt an einem Untergriff relativ leicht, weil das passt von meinen Maßen her perfekt. Wenn du 1,80 bist und da so hinkommst und weit draußen ist, dann bringt dir das natürlich gar nichts. Klar. Der Mikrokosmos, okay. Oh, da habe ich mich richtig gefreut, dass ich oben war. Das werde ich nie vergessen. Richtig Jubelschrei. Ja, cool, endlich. Ja. Es war ein Tag, an den Bedingungen einfach scheiße. Es war 23 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Aber da wollte ich einfach. Das ist dieser Wille, das einfach wollen. Du bist im Flow drin, denkst, der Boulder ging heute gut, dann bleibe ich jetzt oben auf dem Markt dran. Da wollte ich dir was fragen, Sebastian. Wie viel denkst du, ist es, du nennst es Flow oder Wille oder positives Gefühl, wie viel denkst du, dass es im Klettern ausmacht an der Performance? Viel, sau viel. 50%? Na, das reicht nicht. Meinst du mehr? Ja, klar. Du musst die Voraussetzungen haben, du musst die Kraft haben, aber dass der Flow passt. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, genau. Ja. Also hatte ich auch in anderen Graden auch immer das Gefühl, warum fühlt es sich jetzt auf einmal viel einfacher an? Ja. Und die Kraftwerte waren aber die gleichen. Ja. Und dann muss es irgendetwas anderes geben. Ja, klar. Da gibt es in Bruches, also in Jada, eine schöne Tour, die heißt Energia Positiva. Das finde ich einen tollen Namen. Und das ist halt eine Tour, die ist halt 7a, 7b, 7b+, 7c, 7c+, wird es auf den letzten 3 Metern. Und da muss man halt einfach die positive Energie behalten, dass man immer wieder hinläuft und entweder recht schnell klettern, weil man zu viel Kraft hat, oder halt da rausfallen und dann positiv bleiben und da halt nochmal die ganze Zeit. Und dann nochmal, genau. Ja. Das ist ein starker Name. Das ist ein sauguter Name. Ja. Schön. Ja, also herzlichen Glückwunsch, dass du den Mikrokosmos widerstanden hast, sozusagen. Und 2010 ist aber noch was passiert am Steinberg. Und wenn da mal Menschen dort sind, dann gibt es einen Sektor und da lohnt es sich wirklich 4 Touren nacheinander zu klettern. Ja. Das fängt an mit Schnauze voll, einer schönen 6+, dann kommt ein Aufhebungsvertrag, das ist eine 8-, auch sehr coole Züge.
Die Turbo-Prämie, so mit löcherigem Einstieg, auch sehr schön. Und wir sind dann mal weg, eine 7 Plus. Was haben diese 4 Namen denn mit eurem Leben zu tun? Ja, es war Herbst 2010. Da hatten wir mal genug vom geregelten Leben, wollten mal wieder unterwegs sein. Ja, hat die Fernlust, das Fernweh irgendwie gepackt und wollten auf Fahrradtour gehen. Und Okay. Wo seid ihr dann hingefahren? gar nicht. Oh, Ich habe ihr mir die wolltet nach Achilles- Japan. Genau, ich hatte mir die Achillessehne entzündet. Mhm. Und dann haben wir das immer weiter verschoben. Okay. Dann ist Syrien, der Bürgerkrieg ausgebrochen. Mhm. Ging die Reise durch Syrien nicht mehr. Japan war das Fukushima-Unglück mit dem Erdbeben und dem Tsunami. Ja. Und dann haben wir das weiter und weiter verschoben. Die Achillessehne wurde nicht besser. Naja, irgendwann wurde sie besser. Das waren auch wieder die Zähne. Ich hatte, Schon wieder die Zähne? Ja, ich hatte eine Parodontitis, eine Zahnfleischentzündung. Und ja, hat mein alter Zahnarzt nicht entdeckt. Und deswegen hattest du Schmerzen in der Ferse? Ja, ich hatte eine richtige Wasserbeule drin in der Ferse. Okay. Hat auf die Achillessehne gedrückt, war entzündet, konnte nicht laufen. Ziemlich frustige Zeit, weil ich halt nicht wusste, woran liegt's. Wie geht's wieder weg? Kamst du überhaupt in den Kletterschuh rein? Nö, derzeit überhaupt nicht geklettert. 3 Monate nicht geklettert. Dann haben wir wieder mit dem Klettern angefangen, haben wir einen VW-Bus gekauft und sind nach Norwegen gefahren. Das haben wir in Norwegen verbracht, das war super. Damals war das noch ziemlich unbekannt. Es gab gerade einen neuen kleinen Norway-Führer. Den haben wir genommen. Und wir waren überall allein. Wenn ich jetzt höre, wie überlaufen das heute ist, bin ich froh, dass wir damals dort waren. Ja, glaube ich auch. Also das habe ich auch gehört von einem Freund von mir, der war in den letzten 4 Jahren dort. Also ja, nicht nur an den Spots, wo viele Touristen sind, sondern auch so ist einfach. Ja, richtig überlaufen. Ja, klar. Ist ja ein tolles Reiseland. Ja. Verstehe ich, dass da viele hinfahren. Also trotz sozusagen deiner Ferse habt ihr das genutzt. Ja. Sehr gut. Ja, du hast den perfekten Übergang. 2011 die satanische Ferse. Mit F geschrieben. Also nicht in Bezug auf Salman Rushdie, sondern tatsächlich auf deine Ferse bezogen. Und in der Anmoderation haben wir sowas gehabt. Du hast ein Force-Feedback-Lenkrad auch mal gehabt, weil anscheinend ist dir Autofahren schon wichtig. Und du konntest ja damals nicht richtig Autofahren wegen deiner satanischen Ferse, ne? Ich hatte mir 2008 in Australien beim Urlaub den Fuß gebrochen, Trümmerbruch vom Sprunggelenk. Das hat ziemlich lange gedauert zum Heilen und während der Zeit musste ich irgendeine Beschäftigung haben. Klettern ging nicht mit dem Gipsschuh oder Fuß oder was auch immer ich gerade hatte. Diesem riesen Cast, ich habe das gehasst, ich habe das so gehasst. Aber ich musste halt den Fuß stillhalten. Naja, halt ein Force-Feedback-Lenkrad gekauft und da warst du vor dem Rechner gesessen. genau, Rechner, halt GPA runtergeladen und halt Autorennen auf der Nordschleife gefahren. Und dann dementsprechend aber mit anderem Fuß Gas gegeben. Ja, genau, mit links Gas geben, bremsen. Muss man sich ein bisschen umgewöhnen, aber man gewöhnt sich an vieles. Wahnsinn. Ja, was willst du denn machen, ey? Du musst die Aggressionen ja raus, dass du zu Hause sitzt, schönstes Wetter ist und lieber klettern gehen. Ja, wohl wahr. Also da muss sie irgendwas tun. Ja. Das ist ja wahnsinnig. Stimmt. Aber du kannst auch, 2013 hast du das auch gemacht, um dich zu beruhigen, kannst du auch eine Tour machen, an der Intensivstation schnell. Die Buddhisten kommen. Sebastian, was verbirgt sich hinter einem Namen, schnell die Buddhisten kommen? Eine 6 Plus. Ja, die Intensivstation ist war ich 2013 das erste Mal. Genau, da ist Das neue Haus, das alte Haus und das alte Grundstück am Ausgang von Tüchersfeld haben der Willi und die Uli Kitter gekauft und wieder hergerichtet. Willi Emmer, ne? Und Genau. Ulrike Kitter. Genau. Und haben es hergerichtet als Kletterercamp. Und die haben es richtig schön gemacht. Die haben richtig Liebe, richtig Zeit reingesteckt, richtig Arbeit. Die haben 6 Container Schrott aus dem Grundstück rausgeholt. Das ist unglaublich, was die in Arbeit reingesteckt haben in das Haus. Haben es richtig schön hergerichtet und haben dann angefangen, die Felsen in ihrem Garten sozusagen, in ihrem Waldstück einzubohren. Und das ist super Sache. Und es sind ja richtig viele auch geworden, ne? Ja. Richtig viele Touren. 160 Touren? So, Ja, 50, 60, ne? Ja, bei 150. 150? Yes, Aber ich dachte 60. Oh ja. Das ist richtig, richtig viel geworden. Okay. Und da hast du den Willi und die Die haben Ulrike gesagt, ja, unterstützt? genau, wir haben gesagt, wir freuen uns über jede Hilfe. Ich so, da fange ich sofort an, wo darf ich anfangen? Genau, habe dann die ersten Touren da oben eingebohrt an dem hohen Turm auf der Nordseite. Schien mir im Lohn und das hat sich auch voll gelohnt. Und da ist eine Freundschaft entstanden, die gibt es dann immer noch. Das ist super. Das ist das Schöne, ne? Wenn Ja, sowas klar, das Klettern auch entsteht. Die schönste Linie im Schatten der Eiche hat er mir geschenkt. Fand ich auch richtig gut. Ist danach da.
Und der Name passt halt perfekt, weil da ist halt eine riesengroße alte Eiche und die halt wirft halt im Sommer richtig gut Schatten über die Wand. Wow. Und geschenkt auch noch. Ja, richtig. Macht. Genau, deswegen hast du aber auch Willis Intensivstation auch als Name noch geprägt. Ja, genau. Und lass uns noch mal kurz zurückkommen, auf die schnell die Buddhisten kommen. Warum kommen die denn schnell an die Intensivstation? Nein, das ist nicht. Im Herbst haben die immer eine Woche oder 10 Tage vermietet, ihr ganzes Gelände an Buddhisten, die da zu Yoga-Retreat und Meditation das ganze Gelände für sich haben. Da darf man nicht klettern. Und da musste man halt schnell sein, bevor die kommen, um so sein Projekt zu klettern. Deshalb schnell klettern, bevor die Buddhisten kommen. Sehr schön, alles klar. Total verrückter Name, aber wenn man es im Hintergrund weiß, das ist ja. Genau, also die Projekte vorher klettern, Ja, bevor sie kommen. Klasse. So, das war so 2013. Ich mache mal einen Sprung, 2016. Also jetzt habe ich schon gelernt von dir, Geografie studiert, ganz viel kartografiert. Wir kommen noch zu deinen Führerautoaktivitäten. Du hast aber dann dementsprechend auch sowas gemacht wie ein Autohaus geleitet. Sebastian, wie kommt man als passionierter Kletterer und als IT-Administrator dazu, ein Autohaus zu leiten? Naja, ich hatte halt immer schon ein Faible für Lotus. Ich war. Ach, wirklich? Lass mich kurz einhaken. Es gibt Tourennamen vom Sebastian, die lauten der Blaue Lotus, Elise, 111S, R340 und 211. Das sind alles Autos, oder? Ja, alles Lotus-Modelle. Also meine Lotus-Liebe ist ja schon ganz schön alt. Schon, ne? Ich war 78 mit meinem gelben Rennrad als 10-jähriger Knirps von meinem Elternhaus nach Hockenheim gefahren zum Formel-1-Rennen. Hatte einen 10er mitgenommen, weil mehr hatte ich nicht, einen 10er abgeschafft und dachte, ich komme da rein. Irgendjemand, der da draußen Karten verkauft hat, am Tor, hatte Mitleid mit mir und hat mir eine Karte in die Hand gedrückt. Und ich habe meinen 10er abgegeben. Ich war stolz wie Ari. Dann haben noch Mario Andretti das Rennen gewonnen, Lotusfahrer. Ja, dann war ich Lotus-Fan, klar. Das ist ein schwarzer Formel-1-Renner. JPS, die klassischen Lotusfarben. Naja, so ist Lotus entstanden. Dann habe ich Lotus lange aus dem Blickfeld verloren, weil der Esprit, die Straßenautos, die sagten mir alle nichts. Ich kannte sie schon, aber ich fand die nicht so richtig cool. Und dann 2001, 2002 habe ich mal angefangen, mich für Autos zu interessieren. Ellbogenproblem. Konnte man mal was anderes machen? Eben. Genau. Okay. Dann Motorradführerschein gemacht. Aber auf dem Motorrad habe ich mich nie wohlgefühlt. Dann habe ich mir auf den Tipp von meinem Bruder hin einen Lotus gekauft. Der Elise ist so eine kleine, ist aber bezahlbar. 4-Zylinder-Motor, 120 PS. Ein Spaßauto. Richtig gut. Dann, im Laufe der Zeit habe ich halt ein paar Leute in der Lotus-Szene kennengelernt. Ein paar Lotus ausprobiert. Bisschen Rennen gefahren. Ach, ist ja auch mal. Ja, Okay. genau. Cool. Also du hattest schon eine Liebe und Verbundenheit. Ja, dahin, ne? natürlich. Ich kannte mich mit den Modellen gut aus. Ja. Und dann fragt mich 2016, als mir die IT mal wieder ein bisschen zu viel wurde, ein befreundeter Händler, ob ich jemand wüsste, der für ihn ein Lotus-Autoshaus in Nürnberg aufmachen könnte und das leiten könnte. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Und der sagt, du bist doch ITler, du verdienst doch gut, du hast doch geregelte Arbeitszeiten, bist sicher, dass du das alles aufgeben willst? Ich so, ja, will ich. Überzeugt war er nicht, aber 2 Wochen später hatte ich ihn überzeugt, hatte ich den Job. Aha. Und wir haben es ausprobiert. Und ich glaube, er hat es nicht bereut. Ich habe es dann 5 Jahre lang gemacht. War eine gute Zeit. War nicht immer einfach, vor allem weil Corona kam, 2020. Aber im Prinzip super Zeit. Wo hast du die Selbstsicherheit hergenommen, zu sagen, das kann ich? Keine Ahnung. Einfach mal was Neues Das ist einfach in dir. Ja. Autos habe ich immer schon gern gemacht. Kaufen, verkaufen. Ja. Habe ich mir vorstellen können. Wie viele Angestellte wart ihr in dem Autohaus oder hast du es alleine gemacht? Ich war ziemlich One-Man-Show. Ich habe einen Mechaniker gehabt, weil das war niemands Schrauben. Ich habe 2 linke Hände. Autoschrauben kann ich zwar, aber da bleiben immer Schrauben übrig, das ist nicht mein. Wir haben Mechaniker und im Sommer hatte ich jemanden, der mir geholfen hat. Und für Veranstaltungen haben wir auch immer Unterstützung gehabt. Und die Kollegen in München waren ja auch da. Genau, also du hattest schon ein Netzwerk einfach. Ne? Klar, natürlich. Wir hatten eine Sekretärin in Dresden, die für uns alles das Backoffice gemacht hat. Also das war schon super. Aber das war ja keine Eintagesfliege, das hast du ja mehrere Jahre Ja, gemacht. 5 Jahre. 5 Jahre. 4 Jahre davon waren wir Bestselling-Dealer in New York. Wow. Ja, zusammen mit den Münchner Kollegen. Aber du wärst ja nicht der Sebastian, wenn du das nicht immer mit deiner Liebe zum Klettern noch verbunden hättest. Ne? Lass uns mal teilhaben, was man in Portugal so machen kann. Naja, es hat halt, Interesse hat halt dazu geführt, dass ich mir auch mal Autos auf dem Markt angekauft habe für den Chef. Klar. Ich umgeschaut habe, was könnte man ankaufen, damit man es auch wieder verkaufen kann. Dann stand in Gibraltar ein linksgelenkter 211 rum.
Wo es auch eine Tour gibt dazu. Ja, genau. Ja, okay. Das kam dann. Aha. Ja, und wir wollten eigentlich nach Fontainebleau zum Osterurlaub fahren. Aber das Auto hat mich sehr interessiert, der Preis war gut. Und der hat es nicht losgekriegt, weil Gibraltar ist Englisch. Aber das sind die einzigen im englischen Empire, die auf der rechten Straßenseite wie wir fahren und den Linkslenker haben. Ah, und deshalb links gelenkt. Genau, und das hat er halt in England versucht zu verkaufen. Aber hat keinen Erfolg gehabt. Da habe ich gedacht, na, das schauen wir uns doch mal an. Aha. Und sind wir da runtergeflogen nach Malaga, weil ich wollte zu Zeiten von Brexit, das war der erste Brexit-Phase, da war noch nicht klar, ob das nicht gleich zumacht, die Grenze, dass ich das Auto noch vorher über die Grenze kriege. Haben wir was gemacht. Na, er liefert es mir nach Malaga, was von Gibraltar aus ja ein Katzensprung ist. Haben wir uns auf dem Ikea-Parkplatz getroffen, habe ich das Auto übernommen. Das Auto war gut, hat mir Spaß gemacht. Der hat noch neue Reifen drauf gemacht, hat noch einen Service gemacht. Und dann habe ich das Auto am Ende vom Urlaub halt von Malaga aus die 2600 Kilometer nach Arnhem heimgefahren. Ja, warte, genau. Also du bist in Malaga auf dem Ikea-Parkplatz, hast dieses Auto, ein 211. Du hast mir auch schon mal erklärt, der hat kein Dach, der hat keine Türen. Der hat keine Frontscheiben? Der hat keine Frontscheibe, keinen Kofferraum? nicht. Kein Kofferraum. Also man kann sich vorstellen, dass der 2400 Kilometer Fahrt echt hässlich werden können. Ja. Wetterbericht angeschaut, für Sonntag war Regen angekündigt. Ich hatte am Samstag losgefahren, klar. Meine Frau ist mit dem Flieger wieder heimgeflogen, weil sie wollte dann nicht mitfahren. Das kann ich verstehen. Ich habe einen Helm aufgesetzt. Schon, ne? Also wirklich Helm oder so eine Mütze? Nee. Auch, ne? Ja. Definitiv brauchst du ja irgendwas, um die Augen zu schützen. Und auch richtig warm eingepackt, Thermounterwäsche angezogen, 2 Schichten Daunenjacke, oben drüber eine Gorejacke. Aber es war trotzdem kalt. Entschuldigung. Von Malaga aus fährst du erstmal auf die Hochfläche rauf, 1000 Meter oben nach Granada. Und da war es echt kalt Ende März. Und in 2 Tagen bist du dann zurückfahren? Ja. Da muss man schon autoverrückt sein. Ja, hat geholfen. Aber du hast auch das Autohaus erfolgreich, wie du schon gesagt hast, jahrelang geleitet. Also wirklich ein Tausendsasade, Sebastian. Das hast mich verliehen. Lass uns ganz kurz 2019 zu 3 Touren noch beim Klettern kommen. Da gibt es eine Sechser im Lotto. Also wir haben schon von ihr gesprochen. Wer ist denn der Sechser im Lotto? Eine 8 Plus an der Sonnenwendwand. Ja, ist nicht mal eine meiner besseren Touren, aber wir waren am Rumalbern und ich kam irgendwie drauf, dass ein Sechser im Lotto doch toll wäre. Und ich so, Sechser im Lotto wäre toll, aber der Betreffen war irgendwie besser. Wow, das ist meine Liebeserklärung. Sie ist der Sechser im Lotto, klasse. Da gibt es auch noch K-Odds und ich habe mich immer gefragt, was ist K-Odds? Steht für Chaos, 8 Plus auch an der Sonnenwendwand. Was ist K-A-O-Z? Das ist das Kürzel oder das Synonym für meinen Freund Carsten Oelze. Der hat auch ganz viel Erstbegehung. Genau, der hat saumäßig viel Erstbegehung gemacht. Super netter, super lebensfroher, toller Mensch, der sich leider das Leben genommen hat, 2 Jahre vorher. Das war eine seiner Projekte, die er eingebohrt hatte. Okay. Und daraufhin habe ich das als in Erinnerung an ihn. An Carsten. Ja, genau. Gibt es noch eine andere Tour, Sonne im Herzen. Das war immer das, was er für mich, diese positive Ausstrahlung. Ach, das ist schön. Ja. Da bleibt er durch die 2 Touren genau. einfach immer noch in Erinnerung. Genau. Danke. Du hast an der Bleisteinwand 2019 auch noch was gemacht. Volldepp. Entschuldige diesen harten Break jetzt gerade, aber warum nennen wir eine Tour Volldepp? Ja, der Manuel Welt hat die Bleisteinwand aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Das stand bei mir im Führer drin, dass es unlohnend ist, der Zustieg ein bisschen beschwerlich durch die Buchenschonung zu durchqueren ist und die Touren alle einfach komplett vernachlässigt waren. Die eine Tour war in Laschen abgesichert, die andere war schlecht abgesichert, die dritte war erdig. Es war wirklich keine Traumwand. Und der der Manuel hat sich richtig Mühe gemacht, mit Freunden zusammen, Johannes Seitz, haben die Wand geputzt, Dreck weggemacht, die Haken ausgetauscht und noch 5, 6, 7, 8, 9 Touren reingebohrt. Das ist richtig gut geworden, richtig missioniert. Und die Linie an der Wand war noch frei, es waren irgendwie 4 Meter Platz zwischen 2 Touren. Ich so, da passt doch locker noch eine Tour dazwischen. Ja, okay. Geht's wieder los? Kann man da eine Tour reinmachen oder nicht? Ich habe die eingebohrt, Haken gesetzt, alles schön eingerichtet, schön geputzt, war echt richtig gut, war richtig froh, war so stolz über eine tolle Tour. Und dann telefoniere ich mit dem Manuel Welt und der meint, irgend so ein Volldepp hat noch dazwischen noch eine Tour reingebohrt. Ich so, Volldepp, das bin ich. Ich habe das reingebohrt. Das war ganz peinlich, aber ich dachte mir, das ist ein guter Name. Das ist hängen geblieben.
Aber du sagst, das ist wirklich immer die Frage, was ist der richtige Abstand? Wenn du jetzt zu mir auch sagst, 4 Meter Platz dazwischen, denke ich auch, ja, wenn die relativ gerade entlang gehen, dann alles okay. Wenn natürlich die rechte Tour eher links geklettert wird und so weiter, wie wir das auch vorhin hatten bei Ottempera und Moritz, ne? Das ist immer relativ. Ne? Ja, die obere Tour geht nach links raus, die linke links davon, meine geht geradeaus hoch und die andere kommt von rechts rein. Aber die kommen sich oben nicht so nah, dass es nicht gestört hat. Ja. Und die Rückmeldungen sind alle positiv. Na, das ist doch gut. Also Volldepp auch gar nicht zu klettern. Ja. So, ich würde gerne noch, 2021 hast du die Arbeit im Autohaus tatsächlich beendet. Ja. Und hast aber 2 Touren noch geklettert, nämlich Lammerjappen. Was ist denn ein Lammerjappen? Ja, das ist halt ein Wortspiel vom Jammerlappen. Und an dem Tag waren die Bedingungen halt nicht so gut, am Tag davor. Und da Das ist dann diese Leo Matuschka-Wand. Ja, genau. Also recht beeindruckende Wand auch. Auf jeden Fall, da habe ich 2005 schon mal eine Tour erst begangen. Unten das Pascha bis zum Band. Und der obere Teil war glatt, den hatte ich zwar auch eingebohrt, aber es war mir klar, dass ich das nicht klettern kann. Und es gab 2 alte Projekte. Das eine hat der Daniel Frischberger gemacht, das ist 9 Minus geworden. Der ist super, der Totentanz. Und dann gab es noch die Linie vom Clemens Niklaus, die er mir überlassen hat, dankenswerterweise. Und das wurde dann der Lammerjappen. Der Lammerjappen, sehr schön. Und als Abschluss noch ganz kurz, mein Ego, das Alter und ich, eine 9 Minus an der Öderwand. Lass uns mal teilhaben, warum das Alter und der Ego und was du damit zu tun hast. Das ist halt einfach nur so ein Wortspiel. Weil ein Alter wird man halt nicht unbedingt stärker und denkt halt immer noch, dass man es kann. Und man weiß ja noch, wie es geht. Ja, genau. Und das war halt dann mein Ego, das Alter und ich. Ich dachte am Anfang, als ich das Projekt eingebohrt habe und auch mit dem Thorsten Scheller gesprochen habe, das wird so 9 plus oder 10 minus. Und beim Bohren war halt dann ganz schnell klar, das ist nicht so schwer. Okay. Das war eigentlich sehr gut, weil so konnte man es einfach 2. Versuch klettern, das war super. Aber das ist doch mal Kontrapunkt zu Down by Law, wo du dementsprechend die 20 Grad Überhang nicht so richtig wahrgenommen hast. Das ist dann mal leichter geworden. Ja, man hat halt in 20 Jahren Bohren oder 25 Jahren Bohren hat auch ein bisschen an Erfahrung dafür gekriegt, was geht und was nicht geht. Also sehr schön. Vielen, vielen Dank für diesen Überblick bis 2021. Wir können noch ganz, ganz viele Routen verwenden, noch zusätzliche und so weiter. Ich möchte aber auf einen Teil nochmal eingehen bei dir, Sebastian. Das ist einfach, du bist Kletterführer-Autor oder Kletter-Topo-Autor. Ich weiß gar nicht, was ist denn die richtige Berufsbezeichnung? Weil das magst du seit 2021. Du bist hauptberuflich Kletterführer-Autor. Kletterführer-Autor. Das ist richtig. Ja, definitiv. Ja. Und die Grundlage, das hast du uns schon gesagt, ist 98 gelegt worden. Ja. Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Topos gemacht. Wie hat sich das im Laufe der Zeit geändert? Auch viel geändert hat sich nicht. Ich renne immer noch mit einem Zeichenblock und einem Stift im Wald rum. Am liebsten im Winter. Tatsächlich. Also du malst immer noch die Topos? Natürlich von Hand mit Bleistift auf einem ganz normalen DIN A4-Blatt auf einer Unterlage. Schau da an, was da gibt. Hilft dir da das Geografiestudium, um zu wissen, wie man das abskizziert? Ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Das Ganze zu abstrahieren heißt es. Schwierige Frage, aber ganz witzig. Ja, nö, so mache ich das immer noch. Hat sich nicht viel geändert. Setze mich zu Hause an den Computer, zeichne die Linien nach, gehe dann mit dem Topo nochmal an den Fels, möglichst zu warmem Wetter, und kletter die Linien, die ich klettern kann. So bis zum 9. Grad versuche ich schon alles zu klettern. Drüber, gebe ich ehrlich zu. Muss mich auf das Urteil von den anderen verlassen. Ja. Erst begehe. Aber das ist ja auch das Schöne an deinen Führern, dass da immer so ein bisschen so ein kleiner Satz immer pro Tour dabei steht, Genau, was Kommentar. erwartet einen und auch mal ein bisschen Augenzwinkern. Ja, klar. Ja. Und finde ich halt auch super, dass Debbie auch da offen genug ist, mit mir nach Felsen zu gehen, die sie überhaupt nicht interessieren. Klar. Und dann immer ins Neue zu gehen, wo man halt auch manchmal eine Zahnbürste auspumpen muss, einen Griff putzen muss oder auch mal einen Griff runterschmeißt. Ja. Deshalb hat sie auch immer einen Helm auf. Du hast angefangen, der erste Führer, den du zusammen jetzt ja auch noch im Panico Verlag rausgibst, der war im Jahr 2001 und da waren es, glaube ich, 250 Skizzen, ne? Felsen pro Band. Also Skizzen sind es ja immer deutlich mehr. Bei dem am Rötelfels, da hat es ja okay, das sind die Sektoren. Ja, genau, Sektoren sind so 10 Seiten verteilt. Aber es waren 250 Felsen. Und inzwischen sind es halt fast 500 in jedem Band. Wow, also 1000 Felsen liest du insgesamt. Ja. Wahnsinn. Wie hast du das, wir hatten vorhin auch über diese Zonierung geredet, wie hat sich da
das für dich geändert, wenn die Zonierungen mit drin waren, Zone 1, 2, 3? Ja, Zone 1 ist halt, fällt raus aus dem Führer, weil ist ja uninteressant, dürfen wir nicht klettern. Wenn es dann später doch nochmal umzoniert wird, wie zum Beispiel der linke Teil von der Bleisteinwand, der wurde von Zone 1 auf Zone 2 gesetzt und die Touren wurden genehmigt, die der Manuel beantragt hat. Dann wird es natürlich aufgenommen. Ja. Siehst du so, ich erinnere mich an Zeiten, weil wir das auch vorhin hatten, 97, 98, wo auch ein bekannter fränkischer Kletterer mal gesagt hat, das ist das Ende des Frankenjura, in dem Moment, wo das Zonenkonzept eingeführt wurde. Es wird keine Neutouren mehr geben. Die jetzigen Bände sprechen dagegen. Also es gibt ja trotzdem immer, zwar mit viel Aufwand, aber es gibt ja trotzdem immer neues Potenzial. Ja, klar. Ja. Manchmal auch Routen so zwischendrin. Ja. Das mal halt einfach Restflächenerschließung. Ja. Wenn du die letzte Ausgabe nimmst, die ist jetzt erst rausgekommen, im Mai 2024. Wenn du die nimmst, wie hat sich das von der Felsen- und von der Routenanzahl verändert? Das ist jetzt, glaube ich, die 14. und die 13. Auflage. Ja, das hat sich deutlich geändert. Klar, die Felsenanzahl ist fast verdoppelt. Ja. Also von 250 sind es jetzt bei 450 pro Band. Und die Routenzahl ist von 6.000 auf 13.000 hoch. Das sind die klaren Fakten, aber wie hat sich dein Führer verändert? Das ist bunter geworden, weil der Druck von Farbseiten halt so viel günstiger geworden ist. Früher war der Unterschied zwischen Schwarz-Weiß und Farbseiten halt krass, das waren über 100% teurer, aber konnte man sich nicht leisten und das wollte auch keiner bezahlen, der Kletterführer, der so teuer ist. Ja. Heute ist halt der Führer komplett vierfarbig. Okay, das heißt, dein Design von damals, das hat der Achim Pasold mal so als Trauerrand. Was natürlich nur dem geschuldet war, weil du ja schwarz-weiß bleiben wolltest. Klar, musste ja schwarz-weiß bleiben. Ja. Und es hat so eine klare Struktur mit zwei Balken oben und unten. Und was hat sich so, also ja, das sind die reinen Fakten von der Anzahl der Touren und der Felsen her, aber wie hat sich für dich die Kletter-Community geändert? Also, das mal gesagt, da waren mal weniger Leute, irgendwann im Jahr 98, klar. Wie trägst du in deinem Führer da Rechnung dazu? Also gibt es da sowas wie, da sollt ihr bitte parken oder einfach so Empfehlungen? Ja, natürlich. Die Parkplätze sind schon relativ eindeutig vorgegeben, weil die Anwohner sind von dem Ansturm. Was waren jetzt am Himmelfahrtswochenende an Kletterern der Fränkischen? Ich schätze mal so zwischen 8.000 und 10.000 Leute Kletterer, die da waren. Die muss man einfach irgendwie, die Masse muss man irgendwie regeln. Kanalisieren dann. Genau, einfach. damit es halt nicht für die Anwohner zu viel wird. Ja. Dass halt die Leute in den Feldern parken oder in den Einfahrten parken. Also das ist ja auch ein wichtiger Hinweis, ne? dass solche Zustiegsbeschreibungen, die du drin hast, dass die wirklich ernst zu nehmen sind oder dass man halt vielleicht gerne mal bei einer Natursportart 5 Minuten mehr in Kauf nimmt an Marsch, als zuzuparken, weil das, glaube ich, hat schon immer zu Problemen sozusagen geführt. Ne? Ja. Und du hast, glaube ich, auch neue Features drin, oder? Ja. In der letzten Auflage kamen die QR-Codes dazu für die Parkplätze. Sprich, man braucht eigentlich keine Karte mehr. Ja. Klick drauf, Google Maps und du bist hinnavigiert, wo es passt. Beim Felsen ist ein bisschen schwieriger, weil Google Maps sich in den Wäldern nicht auskennt. Die kennt die Zustiegspfade und die Zustiegswege meistens nicht. Aber man sieht auf der Google Maps Karte natürlich den Punkt, wo der Fels ist. Und man sieht seinen eigenen Punkt. Genau, und dann kannst du schon erahnen, wo es lang gehen müsste. Wo es hingeht. Ja, genau. Das Gelände der Fränkischen ist zum Glück nicht so verwinkelt wie in Alpen. Ja. Wenn du mal über der hohen Wand stehst, wo du halt auf der falschen Seite von der Wand stehst. Jetzt ist der neue Führer rausgekommen. Wie fühlt man sich? Jetzt bist du ja schon seit 2021 eigentlich hauptberuflicher Autor. Wie fühlt man sich denn da so? Super. Deutlich entspannter. Wobei diesmal war es ein bisschen stressig, weil ich war im Winter 2 Monate in Argentinien zum Fahrradfahren und hatte zwar vorgearbeitet, aber es kam noch relativ viel über den Winter hinzu an Infos. Und dadurch war das dann auch richtig, habe ich nochmal 10 Wochen richtig ranklotzen müssen. Da kommt dir dann zugute, dass du ein Frühaufsteher bist? Ja, klar. Ja. Dann wird halt um 4 Uhr morgens der Rechner angeschaltet, um 4:30. Und abends um 10 wird der Rechner runtergefahren. Und dann kommt es halt auch mal vor, dass man einen Tag 16 Felsen abfahren muss oder ablaufen muss. 16 Felsen? Da bist du aber richtig beschäftigt. Ja, ich bin beschäftigt. Bin morgens um 7:30 aus dem Haus gegangen und bin abends um 7 wieder heim und dann auf dem Sofa eingeschlafen. Klar. Wahnsinn. Am Abendessen. Jetzt dachte ich immer so, weißt du, so nach der 13, 14 Auflage, naja, okay, das ist ja nur noch ein bisschen Update, aber das steckt immer noch. Ja, es ändert sich ja
10 bis 20% der Felsen. Immer. Weil irgendwo immer was dazu Ja, kommt was dazu. Hast du ein Turbo, was du noch verbessern kannst, was dir nicht gefällt. Nussbergwand. Da war ich seit Jahren nicht, gebe ich ehrlich zu. Das ist der längste Zustieg in der Fränkischen. Ja, Und dann kommt ich der... suche da auch immer nach einem kürzeren Weg. Ich war einmal dort in meinen 36 Kletterjahren. Einmal. Ja. Ja, genau. Und dann sagt mir der Horst Krischke am Tag, bevor ich eigentlich abgeben will, du, da gibt es 10 neue Touren. Dann fahre ich halt hin, laufe halt hinter. Das hat sich gelohnt. Das sind 10 schöne Touren. Das sind alle eher kurz, also zwischen 8 und 12 Meter hoch. Aber Also die sind wirklich nicht mehr an dem Hauptturm? Nee, sondern die Wand rechts davon. Ja. Siehst du? Kann man wieder hingehen. Ja, allerdings. Vor allem ist es benutzerfreundlich, so zwischen 5 plus und 7 plus. So. Da fällt es durchaus hinzugewonnen. Danke, Horst. Ja, Ja, super. so, sehr schön. Boa-Aktion von der IG Klettern. Fand ich mal richtig gut. Das war ein Genau, Boa-Kurs. das ist natürlich auch klasse. Ne? Bist du da eigentlich auch engagiert in der IG Klettern? Ja, ich bin seit sicher 20 Jahren im erweiterten Vorstand. Mhm. Ich habe früher auch den Steinschlag gemacht. Mhm. Ich habe das irgendwann 2008, glaube ich, mal abgegeben. Aber bist du immer noch Immer dabei dabei, ja, und klar. im Kletterführer kommt es ja auch immer deutlicher aus. Ja, genau. Der Die ist Werbung ja- ist immer drin, genau. Auch immer die Kommentare. Und ja, auch viele Informationen von denen. Ich kann da nur empfehlen, den Kletterführer. Ich finde denjenigen, der am informativsten ist, der am besten recherchiert ist, wie ich bei einem eigenen Felsen mal festgestellt habe, dass es sehr, sehr, sehr schön ist, wenn da tatsächlich alles sauber drin steht. Und ja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass du diese Arbeit magst. Und wir haben schon ein bisschen festgestellt, das ist fast wirklich hauptamtlich. Ja? Also das ist ein Fulltime-Job. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich frage mich, wie ich das jetzt 20 Jahre lang machen konnte, neben meinem IT- bzw. Autohaustür. Jetzt, wo ich es Vollzeit mache, Oder hast du eine Antwort darauf? nee, keine Ahnung, wie es ging. Da hatte ich mehr Energie als heute. Könnte ja ein Grund sein, ne? Dass man es irgendwie trotzdem untergebracht Ja, hat genau. und jetzt sagt, Ja. ich muss auch nicht immer 60 Stunden arbeiten. Ja, genau. Aber ich finde es gut, dass du dir die Zeit dafür nimmst, sozusagen. Und ich wünsche dir da auch noch ganz, ganz viel Erfolg, dass das weiterhin so bleibt. Jetzt haben wir einen Abriss in deinem Leben gehabt von dem Beginn sozusagen deines Odenwalds bis über ganz viele Länder, die du bereist hast. Gott sei Dank ist die Fränkische Schweiz auch drin vorgekommen. Wenn du dir das Klettern so im Rückblick anschaust, was hat es denn für dich für eine Bedeutung im Leben? War auch schon eine richtig große. Und als Kletterer wäre ich nicht das, was ich jetzt wäre. Was hat das Klettern ausgelöst für dich? Was ist es so, was du daran liebst? Ja, mein Bewegungsdrang. Immer was erleben. Auch vom Kopf her gefordert sein. Das ist immer eine Herausforderung. Das Bewegungsproblem lösen. Und vor allen Dingen ein Sport, wo man nicht von offiziellen Trainern und irgendwelchen Matchplänen oder Trainingszeiten oder sonst was abhängig ist, sondern einfach dann klettern geht, wenn man sein danach ist. Der Freiheitsdrang ist dann immer noch richtig wichtig. Ich habe ja mal gefochten, ich habe ja mal Judo gemacht. Das war alles nicht meins. Eingesperrt in irgendeiner Halle zu sein und irgendwie nach der Pfeife von irgendeinem Trainer zu hupfen. Nee, das ist das Schöne beim Klettern. Kann man das alles selber organisieren. Dann danke ich dem freiheitsliebenden Sebastian Schwertner für dieses Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, Sebastian. Ja, danke, dir fand ich super.